ist dir klar, dass du permanent Opfer von Gewalt bist. Sag mal, gab es das schon mal in deinem Leben, dass du ausgeliefert warst und dir niemand gesagt hast, dass dir Unrecht geschieht? Es gibt in dir einen schützenden Mechanismus, dass das Schlimme, was dir angetan wird, du gar nicht so spürst, damit es erträglicher wird. Als ich mit 14 Jahren in meine erste feste Beziehung gekommen bin, da hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich will und was ich nicht will und was ich brauche. Und rückwirkend denke ich, ich hätte da viel Ansprache gebraucht, mich mit erfahreneren Menschen austauschen müssen, um diese Beziehung zu navigieren oder sie auch zu verlassen. Das hat etwas von der Erfahrung, sicher gebunden und vertrauensvoll zu sein, etwas genommen. Unsere frühen Beziehungserfahrungen prägen unsere Art, wie wir Beziehungen im späteren Leben eingehen. Und das läuft, genau wie Verena das gesagt hat, oft ganz unbewusst. Mindseed mit Leon Heimann. Verena König und Lutz Besser gehören zu den bekanntesten Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Trauma, Bindung und die Folgen früher Verletzungen geht. Was viele nicht wissen, Lutz war einer der ersten traumatherapeutischen Ausbilder von Verena. Für die beiden ist dieses Gespräch also auch ein Wiedersehen nach vielen Jahren und genau das macht diese Folge für mich so besonders. Denn wenn es um toxische Beziehungen geht, sprechen wir häufig über den anderen, über Narzissmus, Manipulation oder die falsche Partnerwahl. Aber was, wenn die eigentliche Frage viel tiefer geht? Was, wenn sich manche Beziehungen deshalb so richtig anfühlen, weil sie etwas in uns berühren, das wir schon sehr früh kennengelernt haben? Genau darüber wollte ich mit Verena und Lutz sprechen, nicht nur, weil sie beide seit Jahrzehnten Menschen auf ihrem Heilungsweg begleiten, sondern weil sie das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und dabei erstaunlich oft zum gleichen Schluss kommen. In diesem Gespräch erfährst du, warum wir immer wieder ähnliche Beziehungsmuster erleben, weshalb Vertrautheit oft mit Liebe verwechselt wird und was es braucht, um alte Bindungsdynamiken wirklich zu durchbrechen. Und wenn dir Gespräche wie dieses hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal kostenlos auf Spotify und YouTube abonnieren würdest. Damit hilfst du uns, den Kanal hier weiter aufzubauen und weiterhin so tolle Gespräche zu führen. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge mit Verena und Lutz im Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Verena, Lutz. Viele Menschen geraten immer wieder in Beziehungen, die ihnen eigentlich nicht gut tun. Toxische Dynamiken, emotionale Abhängigkeit, Unsicherheit oder sogar Gewalt. Gleichzeitig fühlen sich genau diese Beziehungen oft intensiv oder richtig an. Warum kann Trauma uns immer wieder in Beziehungen führen, die uns verletzen? Und was verstehen wir darüber gesellschaftlich noch zu wenig aus eurer Sicht? Also ich denke, die Frage würde schon ausreichen, um die ganze Stunde zu füllen, weil es komplexe Zusammenhänge sind. Es sind ja vielschichtige Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und wenn du so ganz konkret danach fragst, was Trauma damit zu tun hat, dass Menschen in destruktiven Beziehungen landen, dann würde ich sagen, möglichst auf den Punkt gebracht, dass eine Hauptfolge von traumatischen Erfahrungen ein Verlust von Sicherheitsempfinden ist und dass Traumafolgen auch davon getragen sind, dass ein chronischer Verlust von Sicherheit empfunden wird. Und dann sind wir fortan auf der Suche nach Sicherheit und finden, auch ganz vereinfacht gesagt, Sicherheit oft in dem, wo wir uns auskennen, ganz platt ausgedrückt, also wo wir Antworten darauf haben, wo wir das Gefühl haben, dadurch, dass wir es kennen und dadurch, dass wir darauf innerlich eine vielleicht Strategie gefunden haben, darauf zu antworten, damit umzugehen, das suggeriert uns dann ein Gefühl von einer gewissen Einflussnahme, von einer gewissen Kontrolle, in großen Anführungszeichen, was eine Art Scheinsicherheit dann bewirkt. Also eigentlich sage ich damit, dass sich in einer solchen Beziehung wiederfinden eine Art Reinszenierung von traumatischen Erfahrungen ist. Das wäre vielleicht so eine Grundlage für weitere Ausführungen. Ich habe so die Idee, noch einen Schritt, bevor wir das weiter fortsetzen, was Traumata für Auswirkungen für die Beziehungsgestaltung, würde ich gerne den Begriff Beziehung nochmal für unsere Zuhörer klar machen. Beziehung heißt ja bezogen sein, aufeinander bezogen sein. Das kann eine Paardynamik sein, das kann Beziehungen in beruflichen Kontexten sein
Und Bezogenheit heißt immer, ich bin im Kontakt mit jemand anderem oder mit mehreren, auch in einem System. Und die Voraussetzung für konstruktive Beziehungen ist eine Haltung. Und diese Haltung in Beziehung ist Respekt, Wertschätzung und Wohlwollen. Das heißt, wenn ich mit Menschen in Beziehung trete, ich muss nicht jeden mögen und schon gar nicht jeden lieben. Wir können kontroverser Meinung sein und wir können in die Auseinandersetzung gehen, aber das Entscheidende an Beziehungen ist, dass der Respekt und die Wertschätzung des Gegenübers dabei nicht verletzt wird. Das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Ja. Und da können wir nachher schauen, wie das gerade durch unverarbeitete Traumata in betreffenden Menschen besonders schwierig ist, nicht die eigenen Verletzungen, die ich erlitten habe, in Beziehung weiterzugeben, verbal oder wie auch immer. Wie siehst du das, Verena? Ja, genau so. Also die Haltung, in der wir eine Beziehung eingehen oder mit der wir Beziehungen führen, die ist für mich auch immer grundlegend für die Gestaltung der Beziehung und für die Erfahrung auf beiden Seiten. Und ich finde da auch interessant, und das geht in genau die Richtung, die du gerade schon angedeutet hast, dass traumatische Erfahrungen ja sehr stark sich auf unsere Zustände auswirken, auch auf einen grundlegenden Zustand, ein Erleben, wie ich mit der Welt in Beziehung bin, ob ich mich sicher fühle in der Welt, ob ich Kontakt als etwas Zugängliches und Sicheres erlebe. Das ist ja so sehr mit unseren frühen und auch dann entsprechend traumatischen Prägungen verbunden. Und Zustandserleben formt auch so sehr wieder unsere Haltung. Und das ist ganz unwillkürlich. Und das ist so ein wichtiger Schritt auf dem Weg, aus den alten Mustern herauszukommen, sich seiner unbewussten Haltung auch bewusst zu werden, mit der man durch den inneren, auch oft unbewussten Zustand einfach der Welt begegnet. Also es ist so viel auch unter der Bewusstseinsoberfläche da am Wirken, und eine bewusste Haltung zu finden, die Respekt und Würde und Wohlwollen und all das enthält, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Meilenstein. Und vielleicht kann man da sich nochmal oder für unsere Zuhörer klar machen, bevor wir dann über die spezifischen Auswirkungen von traumatischen, schockierenden Erfahrungen sind, dass wir lernen natürlich ganz früh in der Kindheit Bindungserfahrungen. Und diese verschiedenen Bindungsmuster, die entstehen auch jenseits von traumatischen Erfahrungen, die verletzend waren, die mich erniedrigt haben und so weiter. Und diese Bindungsmuster, die kann man unterscheiden. Es gibt sicher gebundene Menschen, die haben die Erfahrung gemacht in den ersten Lebensjahren schon, dass auf ihre emotionalen Zustände mit Freundlichkeit eine Resonanz erfolgt ist und dass die Koregulation stattgefunden hat, dass Mutter, Vater, Oma oder wer auch immer in der Lage war, die emotionalen Zustände des Kindes adäquat zu beantworten und zu reagieren. Das führt dann durch diese permanente Koregulation, dass in mir ein Arbeitsmodell bezüglich der Beziehungserfahrung ist, dass ich bin in dieser Welt geachtet, geliebt und unterstützt. Das gibt mir die Sicherheit, von der Verena gesprochen hat. Auch ohne Traumata kann tatsächlich dieses sichere Bindungsmuster in einer anderen Form sich entwickeln als Arbeitsmodell. Das kann ein unsicher vermeidendes Muster sein, weil Eltern, ohne dass sie sehr schlimme, böse Dinge tun, keine Fähigkeiten hatten, auf das Kind emotional adäquat zu reagieren. Dann entwickeln manche Menschen ein unsicher vermeidendes oder ein unsicher ambivalentes Bindungsmuster. Die traumatischen Erfahrungen, die führen dann eher zu, das ist so ein bisschen Fachjargon, führen dann eher zu unsicher desorganisierten Bindungsmustern, dass es ganz unberechenbar ist, wie bei der sogenannten Borderline-Problematik, wo Menschen gelernt haben, nah und fern, heiß und kalt, schwarz und weiß, wo Liebe und Hass sich umarmen. Und ganz extrem durch Traumata hervorgerufen werden dann sogenannte Bindungsstörungen. Dann werden Beziehungen zu anderen Menschen oder auch zu mir selbst destruktiv konnotiert. Da sind wir dann im Traumabereich. Also unsere frühen Beziehungserfahrungen prägen unsere Art, wie wir Beziehungen im späteren Leben eingehen. Und das läuft, genau wie Verena das gesagt hat, oft ganz unbewusst. Kurz etwas in eigener Sache. Dieser Podcast bleibt kostenlos. Aktuell finanzieren wir ihn über Werbeeinnahmen und Sponsoren. Gleichzeitig haben wir in den letzten Monaten gemerkt, dass wir langfristig gerne unabhängiger werden möchten. Nicht von den Plattformen, sondern von Sponsoren. Denn je mehr Unterstützung direkt aus der Community kommt, desto freier können wir entscheiden, welche Partnerschaften wirklich zu uns passen
und auf welche wir lieber verzichten. Deshalb gibt es ab sofort die Möglichkeit, den Podcast freiwillig direkt zu unterstützen. Wenn du also das Gefühl hast, dass dir dieses Format etwas gibt und du dazu beitragen möchtest, dass wir weiterhin unabhängig entscheiden können, freuen wir uns sehr über deinen Support. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ja, weil wir ja auch das, was wir da früh lernen, gar nicht an irgendeine Referenz knüpfen können. Das ist für uns das Normal. Das, was wir früh lernen, ist für uns die Welt und wird erstmal zur Urreferenz, sage ich mal so. Und wir haben dann die große Aufgabe, später neue Erfahrungen, korrigierende Erfahrungen zu machen, die uns die Möglichkeit überhaupt geben, auch andere Formen von Beziehung, Zuwendung und Haltung kennenzulernen. Lutz, du hattest mal in einem Podcast mit Gerald Hüther erzählt, dass du auch eher unsicher gebunden aufgewachsen bist, oder? Wenn ich das jetzt richtig... Ja, das zuzuordnen ist jetzt schwierig, welches Bindungsmuster, aber doch könnte man so sagen. Oder wie denkst du darüber nach mittlerweile, wenn du das jetzt nochmal siehst? Unsere kriegstraumatisierte Mutter, die oft mit Schwierigkeiten hatte, ihre Impulse, ihren Unmut, ihren Ärger, ihren Stress zu regulieren. Ich glaube schon, wenn ich mich an so meine Kindheit und Jugendentwicklung erinnere, dann war ich eigentlich eher jemand, der Konflikte vermieden hat und sehr auf der Suche nach Harmonie war. Und da könnte man sagen, okay, die schwierigen Erfahrungen, die wir mit unserer Mutter gemacht haben, wo doch auch durch heftige Reaktionen emotionaler oder körperlicher Art sozusagen Angst in dem kleinen Lutz, der erst in der Entwicklung war, geblieben ist, kann so ein typisches Muster dann so eine Vermeidung sein. Nicht gut in Auseinandersetzung gehen zu können, denn zu Beziehungen gehört ja auch die Fähigkeit, sich konstruktiv auseinanderzusetzen. Wenn aber die Auseinandersetzung mir schon Angst macht, dann kann es sein, dass ich dann ein Mensch, das bin ich Gott sei Dank in der Form nicht geworden, aber es gab diese Tendenz in mir, wirklich, ich glaube, jemand hat dann zu mir gesagt, du bist so ein bisschen in dieser frühen, jungen Erwachsenenzeit so Harmonielutz. Und das ist Ausdruck einer Vermeidung, weil Auseinandersetzung ist Abstand und Abstand ist gekoppelt bei mir an bedrohliche, an unangenehme Situationen. Und das zu vermeiden, hat natürlich etwas damit zu tun, wie gestalte ich jetzt meine Beziehung? Kann ich mit jemandem liebevoll umgehen und nah sein, aber kann ich es auch aushalten, wenn durch die Auseinandersetzung auch mal Abstand entsteht? Oder kriege ich dann unbewusst Stress oder Angst? Also du hast ja das gerade nochmal betont, Auseinandersetzung, dass es dann auseinandergeht. Das konntest du schlecht aushalten dann. Vermutlich, ja, würde ich heutzutage oder so verstehen. Beziehungsweise du hast versucht, Konflikt zu vermeiden, weil du Angst hattest, dass es auseinandergeht. Ja, so bewusst, wie wir das jetzt versuchen in Worte zu bringen, ist das uns Menschen nicht. Sondern es sind genau die Muster, die dann in den Beziehungskonflikten deutlich werden. Sowas kann dazu beitragen, in abhängige Beziehungsmuster hinein zu geraten. Wenn so jemand dann an jemanden gerät, der diese Unsicherheit benutzt oder missbraucht, weil ich keine Grenze setzen kann, dann könnte das schwierig werden. Das ist Gott sei Dank bei mir nicht so weit gekommen, aber wenn du mich danach fragst, erinnere ich mich, dass ich so diese Erfahrung mit mir eine Zeit lang rumgetragen habe. Ja. Und wie hast du gelernt, damit umzugehen? Weil, also ich erlebe dich hier so, dass du auf jeden Fall immer noch sehr harmonisch bist, aber du kannst ja auch Konflikte mittlerweile, würde ich jetzt mal so sagen. Wie hast du gelernt, also wie hast du dich da weiterentwickelt? Naja, vielleicht kannst du auch gleich dran antworten, Verena, auch wenn die Frage an mich persönlich gerichtet ist. Das geht natürlich nur, wenn man sich damit auch mit therapeutischer Hilfe auseinandersetzt. Ich habe natürlich in meiner Ausbildung viel Selbsterfahrung gemacht, um nicht über die eigene Geschichte zu stolpern. Also Psychotherapeuten, die keine ausreichende Selbsterfahrung und keine ausreichende Ausbildung, die werden mit ihren eigenen Beziehungsmustern und ihren eigenen traumatischen Erfahrungen in der Therapie sich, ich würde mal sagen, den Klienten nicht ausreichend adäquat begegnen können. Wie siehst du das? Ja. Die hilflosen Helfer, möchte ich da mal sagen. Die hilflosen Helfer und die hilflosen und mit blinden Flecken konfrontierten Helfer, die dann oft auch in unbewusste Übertragungsdynamiken geraten können und dann eben auch ihre Klienten nicht wirklich sehen oder in sich gut wahrnehmen und in Resonanz gehen können.
Und ich finde, das ist so ein ganz wesentlichen Punkt, wo du gerade auch nochmal so nachgefragt hast, was hilft, wenn man entsprechend geprägt ist. Und ich finde es ganz hilfreich, auch sich nochmal vereinfacht theoretisch klarzumachen, dass da ja unser Bindungssystem eine ganz große Rolle spielt. Wir sprechen oft bei Trauma vom Nervensystem und den Reaktionen im Nervensystem, den autonomen Reaktionen. Und ich erlebe das so und sehe es so, dass auch unser Bindungssystem, also die Instanz in uns, die für Bindungsaufbau, Bindungserhalt, Bindungspflege und auch Wiederherstellung von Bindung nach Abbrüchen oder Störungen zuständig ist, dass die genauso reaktiv ist. Und das ist auch natürlich und evolutionär so bedingt, dass eben, weil Bindung so überlebenswichtig ist, das Bindungssystem auf Bindungsstress sehr stark reagiert. Und wenn eben, wie Lutz beschrieben hat, was so unzählige Menschen kennen, man Bindung erlebt als ein zwischenmenschliches Interagieren, wo man selbst dafür zuständig ist, dass die Bindung hält, dass man zum Beispiel für Harmonie sorgen muss, weil Konflikt die Bindung bedroht, dann ist da das Bindungssystem sehr aktiviert. Und diese Aktivierung, die formt wiederum Erwartungen, die gibt bestimmt mit die innere Haltung, mit der wir in Beziehungen gehen. Also, dass wir beispielsweise eine innere Überzeugung in uns tragen, ich muss für Harmonie sorgen, was eine unglaubliche Latte an möglichen Anpassungsleistungen und Verhaltensmustern beinhalten kann, wie eigene Bedürfnisse zurückzustellen, sich nicht mitzuteilen, die eigenen Gefühle nicht zu zeigen, das, was einen stört, nicht anzusprechen, also sehr untergeordnet oder unterwürfig zu sein sogar. Und das ist dann die Überzeugung, die wir tragen, so funktioniert Beziehung, so erlebe ich Beziehung als möglichst sicher. Also im Rahmen des Unsicheren suche ich die Sicherheit darüber, dass ich für Harmonie sorge. Und das ist eine sehr günstige Voraussetzung für ungute Beziehungskonstrukte, die dann entstehen können. Und da sind wir im Grunde wieder bei einer Reinszenierung. Und auf der anderen Seite, neben diesem Teil der Anpassung und Unterwerfung, kann es natürlich auch sein, dass destruktive Beziehungserfahrungen aus der Kindheit dazu führen, dass ich nicht in die unterwürfige, überangepasste Beziehungsdynamik eintrete, sondern dass ich selbst aggressiv und destruktiv reagiere. Viele Menschen können, weil sie keine Koregulation gelernt haben eine Affektimpulsstörung mit an Bord. Und das heißt auf der Beziehungsebene, dass kleine Frustrationen, kleine Enttäuschungen, meine Wünsche an den Partner, an die Partnerin werden nicht erfüllt und ich reagiere jetzt, pathologisch wäre so ein bisschen klinisch gedacht, ich reagiere jetzt aversiv, geringschätzig abwertend, nicht abgrenzend, nicht begrenzend, sondern ich brause auf und verletze den anderen vielleicht in Worten oder gehe aus dem Kontakt raus. Das ist ja was ganz, ganz Typisches, dass die Auseinandersetzung ja eigentlich im Idealfall bedeutet, wir verlieren nicht die Verbindung, auch wenn wir im Augenblick inhaltlich ein Stück getrennt sind. Bindung ist eigentlich das Band, das keine Knoten braucht, wenn ich eine sichere Bindung habe. Wenn die aber nicht sicher sich entwickeln konnte, besonders bei desorganisierten und traumabasierten Bindungen, dann gibt es in mir also auch zerstörerische, unbewusste Impulse wie Abbruch, wie Angriff, wie Flucht und so weiter und so fort. Das ist das, was Verena gesagt hat, das Arbeitsmodell von Bindung, was wir im Kopf haben, in neuronalen Netzen, wo diese Beziehungserfahrung, das wird dann aktiviert und dann agiere ich dysfunktional, ohne dass mir bewusst ist, warum ich sowas Komisches mache. Und das führt zu so viel Schmerz. Ja. Und dieses aus der Bindung gehen ist dann im Grunde das genau andere, die andere Seite des Spektrums. Also in dem überaktivierten Bindungssystem sind wir harmoniestrebend und aufopferungsvoll und aus dem Kontakt zu gehen bedeutet ja eine Art inneren Bindungsabbruch zu vollziehen, der dann auch im Außen geschehen kann, wo dann eher ein ich nenne das dann überspitzt Abschalten des Bindungssystems stattfindet, also wo wir in die Scheinautonomie fallen, in ein Gefühl von, ich bin ohne den anderen, ohne Menschen besser dran. Meine Sicherheit besteht darin, niemanden zu brauchen und alleine zu können. Und alles ist im Grunde Folge von unsicheren Bindungserfahrungen, die uns hilflos gemacht haben und für die wir Lösungen suchen mussten, um trotzdem in dieser Bindung zu existieren, zu bestehen und möglichst sie auch zu gestalten, sodass die wichtigsten und erreichbaren Grundbedürfnisse doch erfüllt wurden. Das ist sehr, sehr viel Intelligenz auch darin.
So ein ganz schönes Beispiel für unsere Zuhörer ist ja diese frühe Entwicklung in der Kindheit, die berühmte Trotzphase der Kinder. Eine Phase, in der das Kind im Alter von circa 3 Jahren plus minus merkt, dass die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Gegenübers, der Eltern, nicht immer passen. Das heißt, das Kind entwickelt sozusagen diesen Trotz, um erstmalig zu zeigen, und das ist natürlich affektiv geladen, ich will das nicht oder ich will jetzt die Bonbons haben. Und Mama oder Papa sagt nein, das Kind wirft sich auf den Boden und das am besten an der Kasse von Aldi oder irgendeinem Lidl oder wie sie alle heißen. Und dann ist eine lange Schlange von Leuten, die alle einkaufen wollen. Und jetzt kommt Mama oder Papa unter Druck. Was mache ich mit dem kleinen Trotzkopf, der jetzt auf dem Boden liegt und schreit, ich will aber das Eis oder ich will aber die Bonbons. Und für eine sichere Bindungsentwicklung gehört da für Erwachsene die große Herausforderung, dabei zu bleiben, dass es die Bonbons jetzt vielleicht nicht gibt, aber ich den Kontakt nicht abbrechen lasse. Ich sehe, dass du total wütend bist, kleiner Kasimir oder kleine Pauline. Das kann ich gut verstehen, aber die Bonbons gibt es jetzt nicht. Ich warte, dass du aufstehst, damit wir nach Hause gehen können. Das heißt also, in aversiven Situationen nicht den Kontakt abzubrechen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und das ist gar nicht so leicht. Das soll jetzt hier kein Erziehungsratgeber werden, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sichere Bindungen nur dann entstehen, wenn in aversiven Situationen der Kontakt von den Erwachsenen nicht abgebrochen wird. Sonst entsteht Angst bei dem Kind. Das erinnert mich gerade auch ein bisschen an mich selbst. Ich würde ja von mir behaupten, ich bin eher auch unsicher gebunden. Ich bin noch so aufgewachsen. Und was ich zum Beispiel merke ist, wenn ich eine intensivere Beziehung mit einer Frau zum Beispiel habe, habe ich öfter den Impuls gehabt, wenn jetzt ein Konflikt entsteht, dass ich da raus muss, dass ich jetzt die Verbindung kappen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade erzählt hast. Also ich habe fast schon sowas dann gespürt wie Angst vor dem, was kommt. Ja. Und das ist vielleicht genau das, dass man sozusagen in der Lage ist, ruhig einen Konflikt auch auszuhalten oder zu führen und trotzdem in Verbindung zu bleiben. Ja. Das wäre die sichere Bindung, genau, Ja. die wir oft erst lernen müssen, wenn wir anderes aufgewachsen sind. Ja. Und ich finde aber die Perspektive gerade schön, weil viele stellen sich unter sicherer Bindung einfach vor, dass es sich irgendwie vielleicht die ganze Zeit harmonisch anfühlt aber das ist vielleicht gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, du bist in der Lage, dann einen Konflikt zu führen und trotzdem die Verbindung zu halten. Ja. Ja, und auch die Veränderungen, die im Menschen vorgehen, zuzulassen. Also wenn wir zum Beispiel Langzeitbeziehungen anschauen oder Beziehungen, die über Entwicklungsphasen des Lebens laufen, wenn sich Menschen beispielsweise mit irgendwann im Jugendalter kennenlernen und dann vielleicht mit 25 merken, es ist eigentlich nicht mehr der Mensch, mit dem ich zusammengekommen bin. Manchmal ist es so, dass Zusammenbleiben eben, wenn grundlegende Dinge in der Beziehung stimmen, auch erfordert, dass man das Bild vom anderen, was man in sich installiert hat, dass das flexibel sein darf. Und das ist auch für Menschen mit frühen und schweren Bindungsverletzungen schwer, weil Sicherheit auch durch Berechenbarkeit definiert ist und dadurch, dass man Erwartungserfüllungen erlebt, also dass der andere sich so verhält, wie man es berechnet hat und womit man rechnet. Und traumatische Erfahrungen, der Stress, der dadurch im Innern steht, machen auf ganz vielen Ebenen rigide und unflexibel. Also das Nervensystem wird rigide, fixiert in gewissen Stresszuständen. Das Bindungssystem rastet ein in überhöhtem Nähebedürfnis oder in einer Art Deaktivierung. Und auch die Bilder, die wir von der Welt haben oder von einem Menschen, sind oft eher rigide, weil alle Veränderungen und alles, was in Bewegung ist, potenziell erstmal als bedrohlich wahrgenommen wird und als unsicher. Und deswegen ist nicht nur der gegenwärtige Konflikt, wenn man ihn halten und gestalten kann und Reibungen aushalten und nutzen kann, stellvertretend sozusagen für die sichere Bindung, sondern auch das, was über längere Zeiten entsteht, also Entwicklungsprozesse sind im Grunde am besten dann möglich, wenn man sich sicher fühlt in der Verbindung. Ich habe in letzter Zeit viel über Impulsivität nachgedacht, weil ich das bei mir wirklich jetzt rückblickend merke, dass ich
manchmal sehr impulsiv bin, auch wenn man das vielleicht nicht so denkt jetzt, ne? Also viele sagen zu mir, Leon, du willst voll ruhig und so, ne? Und ich merke es aber bei mir im Leben und das, was wir gerade besprochen haben, hat ja auch was mit Impulsivität zu tun, dachte ich mir gerade, weil wenn du in der Lage bist, wenn du in dieser Situation nicht in der Lage bist, das mal auszuhalten, den Konflikt, ruhig zu bleiben und an die Verbindung zu glauben und impulsiv das Gespür hast, ich muss jetzt abbrechen, das ist ja auch ein Impuls, den du nicht kontrollieren kannst. Und ich habe gerade so gedacht, wo könnte das herkommen, dass ich so impulsiv bin manchmal. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen Temperament, Persönlichkeit und so weiter. Aber ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, früher als Kind, es gab Situationen, und das war wahrscheinlich, weil ich mich dann auch blöd verhalten habe als Kind, wurde ich so ein bisschen ignoriert von einigen Erwachsenen. Und dann habe ich so Sachen gemacht, wie habe mich so an deren Beine geklammert, habe angefangen rumzuschreien, weil ich wollte deren Aufmerksamkeit. Und es war ja das war dann sehr impulsiv von mir, ne? Und dann habe ich die dann auch bekommen. Das hat natürlich nicht geholfen, aber und heute manchmal merke ich das immer noch. Ich frage mich, ob da überhaupt eine Verbindung ist, ne? Und das ist momentan bei mir so eine Challenge und ich glaube, dass das auch die Beziehungen ein bisschen dominiert, diese Impulsivität in den Griff zu bekommen. Und die ist jetzt nicht so jeden Tag da, die kommt unberechenbar. Also die kommt einfach so. Die kann auch hilfreich sein, indem man manchmal impulsiv Sachen initiiert, spontan initiiert. Aber in solchen Situationen, die schwierig sind, die konfliktreich sind, ist die gar nicht hilfreich, merke ich. Da sind wir, glaube ich, du hast ja schon mal, wir haben ja alle schon mal ein bisschen auch über eigene traumatische Erfahrungen an anderer Stelle gesprochen. Wenn die Bindungspersonen, also die Erwachsenen dem Kind gegenüber unberechenbar sind und bedrohlich sind, dann entsteht Angst. Und dann werden eigentlich die archaischen Muster, also wenn der kleine Trotzkopf da liegt, und das muss Mama ja nicht gefallen und Papa auch nicht, aber wenn ich jetzt das Kind bedrohe, wenn dann und Strafen angedroht werden oder Kontaktabbruch angedroht wird, dann entsteht ja Angst in dem Kind. Und wenn ich immer nicht wissen kann, wie reagieren Mama oder Papa auf meinen Wunsch, auf meinen Trotz und so weiter und so fort, und ich werde eventuell attackiert, emotional, verbal oder gar körperlich, mit Schläge, Strafe, Kontaktabbruch, Liebesentzug und so weiter. Da sind wir dann eigentlich im Traumabereich. Und Impulsivität, klar gibt es Temperamentsdinge, die du angesprochen hast, aber ich glaube, wir können darüber diskutieren, wie du das siehst, Verena. Es sind erfahrungsabhängige Dinge in uns, außer basalen Temperamentsdingen. Das heißt also, plötzlich passiert in Beziehung etwas, was das Kind nicht berechnen kann. Und das macht total viel Unsicherheit. Und wenn neben der Unberechenbarkeit auch noch Bedrohung dazu kommt, mit Angst, Schmerz, Verzweiflung, Isolation, dann entwickelt das Gehirn eine Vorstellung von Beziehungspersonen, dass diese Beziehungspersonen unberechenbar sind. Selbst wenn du jemanden kennenlernst, der eigentlich ganz freundlich und berechenbar ist, hat das Gehirn ständig das Alarmsystem auf und wartet darauf, was passiert mit meiner Partnerin, mit meinem Partner wieder als nächstes. Also es entsteht so etwas wie Misstrauen und Hypervigilanz, wie die inneren Erdmännchen, die ständig aufpassen müssen, woher in der Wüste Gobi oder in der Wüste Namib da eine Bedrohung herkommt. Das heißt, Impulsivität aus seiner Sicht ist einerseits natürlich genetische Disposition und so weiter, aber es ist auch, wir können zum Beispiel auch eine traumatische Erfahrung erlebt haben und das führt dann dazu, dass uns gewisse Trigger besonders treffen und wir dadurch dann besonders impulsiv reagieren und das nicht wirklich steuern können. Und also wie so eine Verletzung, auf die wir in einer anderen Situation, die wir vielleicht gar nicht bewusst damit koppeln, sehr sensibel reagieren. Ja, also sogenannte Trigger, also Auslösereize, die sind oft nicht so eindeutig, wie wir uns das vorstellen. Also es muss nicht unbedingt sein, dass jemand uns erstmal sagt, wenn du jetzt so bist, dann gehe ich, dass wir getriggert werden. So eindeutig muss es nicht sein, sondern es kann ein subtiler Moment sein, etwas, was indirekt kommuniziert wird oder vielleicht sogar etwas, was man nur hört in einem Gespräch. Also es kann sehr unterm Radar ablaufen, dass ein Trigger stattfindet und es muss auch nicht sein, dass die Reaktion auf den Auslösereiz unmittelbar erfolgt, sondern auch die kann verzögert auftauchen, wenn noch ein bisschen Stress dazukommt, weil man jetzt vielleicht irgendwie
in der Schlange stehen musste oder jemand den Parkplatz weggenommen hat. Und dann steigt die innere Anspannung, die Stressresilienz wird überstiegen und dann bricht das Impulsive durch, nicht unmittelbar auf den Trigger folgend. Ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der recht interessant ist für Beziehungsdynamiken, dass es oft nicht greifbar und nicht greifbar ist und nicht auf der Hand liegt. Und ich glaube auch, also was Lutz gerade nochmal vertieft hat, diese Koppelung von dem Verhalten meiner Bindungsperson und meiner inneren Angst, die bleibt sehr tief geprägt als ein sogenanntes Arbeitsmodell, was wir übertragen auf alle weiteren Beziehungen. Und diese impulsiven Reaktionen, die wir manchmal dann so als ganz ungesteuert und fast oder ganz unkontrollierbar erleben, sind oft die alten Reaktionen. Also da ist das ganz Frühe, was aktiviert wird und was in der Situation dann scheinbar ganz inadäquat auf alte Weise fordert, was das unerfüllte Urbedürfnis ist. Und in dem, was du beschrieben hast, da habe ich so mitgehört oder ein bisschen hypothetisiert, dass eine der verletzenden Erfahrungen die ist, nicht gesehen und nicht gehört zu werden. Also übergangen zu sein, beziehungsweise mal etwas bildlicher ausgedrückt, im Inneren des anderen, also im Inneren der Bezugsperson nicht stattzufinden in dem Moment. Ausgeschlossen zu sein. Und das, wenn man in einem entsprechenden Alter dann schon ist, wo das möglich ist, dann wird da Energie mobilisiert und man versucht mit einer Form von Bindungsschrei oder mit einer Form von intensiver Ansprache diese Aufmerksamkeit zu erhalten, weil es Stress auslöst, Angst, hat Lutz gesagt, die existenziell ist. Also da geht's nicht um, ich will jetzt aber gesehen werden oder dass ich will, den Lolli ist eine andere Entwicklungsphase und die Impulsivität und die Intensität, mit der das stattfindet, die ist oft gekoppelt an dieses Existenzielle. Ich werde nicht gesehen. Das ist für mich potenziell lebensbedrohlich. Das ist für mich eine Katastrophe. Und manchmal kann dann die Anlage, die man hat, wie zum Beispiel ein Temperament, dazu führen, dass man eher dann fordernd und lauter wird. Und eine andere Anlage, ein anderes Temperament führt dann vielleicht eher dazu, dass man sich anpasst und versucht, über diese Wege gesehen und wahrgenommen zu werden. Wir haben es ja schon letztes Mal im Podcast auch mit Susanne gesagt, es ist sehr komplex. Ja, und es ist sehr komplex. Und ich finde es auch gerade interessant, ne? Also Lutz hat ja über die Konfliktvermeidung zum Beispiel gesprochen. Ich rede über meine Impulsivität, die da manchmal auftritt. Und ich dachte mir auch gerade, das sind dann oft auch Dinge, die zusammenkommen. Ne? Zum Beispiel bei meinen Großeltern sehe ich auch dieses, wir machen jetzt einfach so. Also dieses spontane ins Tun kommen. Und wenn natürlich das vielleicht noch in Kombination kommt dann mit einer traumatischen Erfahrungen mit gewissen Triggern, dann kann es das bestimmt noch verstärken. Verena, du hattest schon mal in unserem ersten Podcast auch erwähnt, dass du ja keine traumatische Kindheit hattest. Aber Gott sei Dank, solche Menschen gibt es auch. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und großes Glück. Du hast mir aber mal gesagt, dass du trotzdem auch in so gewissen Beziehungsdynamiken jetzt lange Zeit vor deinem jetzigen Partner auch mal warst. Magst du da auch mal teilen, was du für Dynamiken da erfahren hast? Ja, ich kann es versuchen, es interessant zu gestalten. Es ist nicht spektakulär, aber also was für mich rückblickend echt eine Herausforderung war das Thema Abgrenzung. Ich bin sicher gebunden aufgewachsen. Meine Eltern sind mit ihren eigenen Baustellen als im Krieg geborene Menschen natürlich auch mit gewissen Themen in ihre Kindererziehung gegangen. Und es gab für mich eher die Erfahrung, dass man mir so viel Vertrauen und Raum geschenkt hat, dass ich manchmal etwas wenig Halt oder Grenze erlebt habe. Also ich musste viel selbst rausfinden, wann brauche ich Schutz? Oder habe ich mich sicher gefühlt, aber das Herausfinden, wann brauche ich Schutz, war für mich eine gewisse Herausforderung. Und die ist mir ein bisschen auf die Füße gefallen, als ich mit 14 Jahren in meine erste feste Beziehung gegangen wurde. Das ist nicht so rückblickend, nicht ganz so klar. Was meinst du damit? Dass ich eigentlich noch nicht so weit war und der junge Mann damals wesentlich älter war als ich. Also 4 Jahre älter, was mit 14 wesentlich älter ist. Das 18, 14 ist eine andere Welt. Ja. Genau. Und da hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich will und was ich nicht will und was ich brauche und wofür ich Zeit brauche und was nicht. Und die Beziehung hat 4 Jahre angedauert.
Und da habe ich, also rückwirkend denke ich, ich hätte da viel Ansprache gebraucht, mich mit anderen, mit erfahreneren Menschen austauschen müssen, um diese Beziehung zu navigieren oder sie auch zu verlassen. Und da habe ich viel erlebt, wo ich rückblickend, wenn ich auf die junge Verena von damals schaue, denke, ja, das ist echt schade, dass das so gelaufen ist. Das hat etwas von der Erfahrung, sicher gebunden und vertrauensvoll zu sein, etwas genommen. Und ich will da gar keine Schuld zuweisen. Das ist einfach eine Dynamik gewesen, die war altersgemäß und komplex und schwierig auch und ja, vielschichtig. Und ich musste lernen, dann nach und nach zu finden, was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse in Partnerschaften. Weil damals mein Programm, was ich dann gelernt habe, war, ich muss es rausfinden, wie ich sein muss. Nicht, was ich will, sondern wie ich sein muss. Und das hat schon Spuren hinterlassen, die ich dann in den nächsten 10 Jahren rausgeschliffen habe wieder, mit viel Arbeit, mit viel Selbstreflexion, mit viel, ja, auch, ja, Selbsterfahrung und Begleitung. Ich finde 2 Punkte besonders interessant, die du jetzt gerade genannt hast. Der eine ist, du hast gesagt, du hattest das Gefühl, die wurde da etwas genommen. Denkt ihr, dass man durch Erfahrungen im Leben, dass einem Dinge genommen werden können, die man hinterher nicht mehr erlangen kann? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich finde das Beispiel von dir, Verena, eigentlich ganz anschaulich auch für unsere Zuhörer. Das heißt, die Sicherheit, mit der ich aufgewachsen bin, ist als Teenager, wo ich nach meiner Identität suche, durch eine Beziehung zu einem sehr viel deutlich älteren Mann, ist das verunsichert worden. Das ist nicht weg, aber da sind dann Enttäuschungen, Verletzungen, Verunsicherungen entstanden. Möglicherweise noch keine schweren Traumatisierungen, aber auf der Beziehungsebene starke Verunsicherung. Irritation. Das meintest du mit, da ist mir die Sicherheit, mit der ich eigentlich aufgewachsen bin, gerade in der Pubertät. Und das ist wichtig für unsere Zuhörer. Gerade in der Pubertät passiert ja nochmal was ganz Wichtiges. Auf der Suche nach meiner Identität, wer bin ich als Mädchen, als Frau, wer bin ich als Junge, als zukünftiger Mann, da passiert nochmal ganz, ganz viel auf der ganz realen Beziehungserfahrungsebene. Und das darf man nicht unterschätzen, auch wenn ich das Glück hatte, wie Verena, wie du das gerade gesagt hast, dass die Eltern liebevoll, wertschätzend Freiräume zur Verfügung stellen, wenig Begrenzung, wenig Schutz, aber sehr große Autonomie. Und wenn dann eine 14-Jährige oder ein 14-Jähriger stolpert in so eine Beziehung hinein, mit der Sehnsucht, gemocht zu werden, gesehen zu werden, erstmalig Liebe zu erfahren, die Anziehung zum gleichen oder zum anderen Geschlecht spielt alles eine Rolle, dann kann das schon eine Verunsicherung. Das heißt aber nicht, dass das andere weg ist. Okay, also in diesem Moment vielleicht, oder in dieser Situation war es dann nicht weg, aber gehen wir mal von anderen, vielleicht ein bisschen extremeren Situationen aus. Also ich zum Beispiel frage mich auch, ich habe gesagt, ich fühle mich nicht wirklich sicher in gewissen Beziehungen und ich frage mich auch, ob das jemals weggehen wird. Und es gibt bestimmt andere Zuhörerinnen auch, die vielleicht sich immer wieder in denselben Beziehungsdynamiken wiederfinden, die sich auch fragen, ja, kann ich das überhaupt wieder erleben? Ist das überhaupt reversibel? Und daher kam so ein bisschen meine Frage, also das hat das bei mir ausgelöst, dieses, was du gesagt hast, so, kann etwas genommen werden, jetzt auch vielleicht mal ein bisschen losgelöst von deiner Situation, dass es nicht mehr zu erlangen ist? Also ich bin da der gleichen Ansicht wie Lutz, dass ich da eher mit Nein antworten würde, weil wir ja Wesen sind, die in der Lage sind, sich zu entwickeln, zu lernen und durch Erfahrung weiter zu wachsen. Und dass einem etwas genommen wird, ist eine Erfahrung, und dass man etwas wiederfindet, sucht, wiederfindet, gestaltet, neu erlebt, ist auch eine Erfahrung. Und unser Gehirn, unsere Psyche, unser Empfinden, unser Sein ist so von unseren Erfahrungen geprägt, dass diese Worte wie unwiederbringlich schwierig sind. Vor allem, ich glaube, und da sind wir ja beide, dadurch, dass wir auf Trauma so unseren Fokus gelegt haben, auch mit einer gewissen Erfahrungskompetenz ausgestattet, weil die Menschen, die sich uns anvertrauen, Menschen sind, die wirklich sehr, sehr viel Destruktives erlebt haben, viel verloren haben, manchmal Existenzielles.
und im Sinne auch von Verlusten tatsächlich unwiederbringlich verloren ging, wie zum Beispiel geliebte Menschen, ein Heimatland oder ähnliches. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, beide erlebt, dass Menschen in der Lage sind, trotzdem Vertrauen ins Leben wiederzufinden, dass sie manchmal sogar durch traumatische Erfahrungen noch ein besonderes persönliches Reifen erleben oder eine noch tiefere Verbundenheit zum Leben spüren können. Was nicht jetzt irgendwie bagatellisieren oder in irgendeiner Weise verwässern soll, wie schwer Trauma ist, traumatische Erfahrungen sind. Aber die Fähigkeit, immer zu lernen, die bezieht sich auch auf unser Empfindungserleben und auf unsere Beziehung zur Welt und Bezogenheit zur Welt. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Du hast gesagt, durch Trauma kann es sein, dass man noch eine tiefere Verbundenheit zum Leben hinterher erlebt. Wie genau meinst du das? Das ist das Konzept des posttraumatischen Wachstums. Da gibt es auch Forschung dazu und das ganz runtergebrochen ist die Erkenntnis dass Menschen, die ihre schweren, prägenden, traumatischen Lebenserfahrungen ausreichend integrieren konnten und reflektieren konnten, später über sich selbst sagen, dass sie durch die Erfahrung und den Prozess, den sie mit dieser Erfahrung erlebt haben, ein Mensch sind, der Gewinn erlebt auf verschiedenen Ebenen. Ein Gewinn an Reife, ein Gewinn an Verbundenheit, ein Gewinn an Tiefe, an eigenen Kompetenzen. Weil du sozusagen, also ich sehe gerade dieses Bild, wenn es dir immer gut ging, dann hast du immer vielleicht eine bestimmte Richtung gesehen. Und wenn es dir mal nicht so gut ging, hast du auch noch andere Seiten des Lebens sozusagen gesehen. Und wenn du dann in der Lage bist, sozusagen dieses Trauma, auch diese Erschütterung, diese Wunde zu verpflegen und diese heilen zu lassen, dann hast du eine ganzheitlichere Sicht auf das Leben, kann man das so sagen? Ja und nein, also Okay. Der zweite Teil ja, würde ich sagen. Genau, es verändert sich der Blick aufs Leben, auf Erfahrungen. Aber dafür ist kein Trauma und keine traumatische Erfahrung nötig. Man kann das auch als verbundener Mensch also auch wenn es einem gut geht, erlangen, eine Tiefe und ein tiefes, komplexes Bezogensein. Also ich will damit, weißt du, ich versuche das gerade zu differenzieren, weil es gibt so diesen alten, krassen, schrecklichen Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und dahin könnte man das so einordnen, ja. Oder du weißt ja gar nicht, wie schlecht es uns ging. Einerseits das Absprechen von persönlicher Tiefe, wenn es einem gut geht, so der geht so gut, die hat keine Ahnung von menschlichen Problemen. Oder auch dieses Trauma führt dazu, dass wir am Ende die besseren Menschen sind. Das ist echt ein Privileg, dass man posttraumatisches Wachstum erlebt. Dieser Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Da ist Wahrheit drin, aber es wird halt viel ausgelassen aus meiner Sicht. Also Das ist etwas unterkomplex. ja, also genau. Er ist halt so vereinfacht, weil ja, also erstmal, was dich nicht umbringt, wird dich wahrscheinlich erstmal schwächen. So Ja, sehe ich also das. ganz bestimmt. Erstmal wirst du ja eine Wunde erfahren. So. Genau. Du bist erstmal geschwächt. Und wenn du das natürlich schaffst, diesen Prozess der Heilung zu geben, wenn das möglich ist und du dann sozusagen an dem Punkt bist, dass du das geheilt hast, dann hat es dich stärker gemacht. Aber erstmal macht es dich schwächer und Da dieser ist so Satz, eine Strecke dazwischen. und dieser Satz, der lässt es halt aus, dass es dich erstmal schwächer macht, bevor es dich stärker macht. Das stimmt, ja. Und ich glaube, dazu passt ganz gut, wenn ich an die vielen traumatisierten Menschen, die sich mir oder uns anvertrauen, denke. Das sind ja erst einmal Überlebenskünstler. Und die Schwierigkeit ist ja, den Weg von den Anpassungsreaktionen vom Überleben zum Leben zurückzufinden. Und das geht im Allgemeinen einerseits durch korrigierende Beziehungserfahrungen, die sind wichtig, aber vor allen Dingen auch durch das Verarbeiten dessen, was im Gehirn an traumatischem Material eingefroren im Denken, Fühlen, Verhalten auf der Beziehungsebene, das muss verarbeitet werden. Und dieses wichtige posttraumatische Wachstum, ich glaube, wir würden beide diese Arbeit nicht gerne machen, wenn wir in so viele Abgründe geschaut haben, was Menschen antun können, wenn dieser Weg in die Heilung nicht möglich wäre.
Und dabei darf nicht vergessen werden, und das muss auch für die Klienten deutlich werden, ich muss erst würdigen und wertschätzen, was jemand für Leid überlebt hat. Und dann, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ist so ein Satz, den ich für mich selber und aber auch für Menschen zur Verfügung stelle. Du hast die Realität überstanden, eine schlimme Realität überlebt. Du wirst auch bei der Arbeit an den Erinnerungen, die wirst du auch überstehen. Das heißt, ich muss mich dem stellen. Nur wer hinsieht, kann heilen. Und wenn das gelingt, mit Unterstützung von erfahrenen Therapeutinnen, die traumatischen Dinge, die eingefroren auf verschiedenen Ebenen Symptome machen, wenn die verarbeitet sind, dann kann dieses posttraumatische Wachstum entstehen, sozusagen so etwas wie Dankbarkeit. Nicht Dankbarkeit für das, was passiert ist, aber Dankbarkeit, dass ich den Weg zurück zum Leben gefunden habe. Das macht dann mich reicher. Ich bin kein Opfer mehr, sondern ich kann mich als Überlebenden würdigen und wertschätzen und merken, da war so viel Dunkles und jetzt kann ich mich dem Hellen zuwenden. Also, wo Schatten war, darf eines Tages auch wieder Licht werden. Gab es einen Punkt, Lutz, du hast das ja uns vorhin hier anvertraut, dass du in dieser Konfliktvermeidung warst, was ja auch eine Traumafolge ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, natürlich. Gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, wo du gemerkt hast, ich habe posttraumatisches Wachstum erlebt? Und ich spüre jetzt eine tiefere Dankbarkeit, was du gerade beschrieben hast, für das, was mir geschehen ist oder für das, was ich jetzt gerade wieder erleben darf. Darauf kurz zu antworten ist gar nicht leicht. Ich versuche es aber mal, um nicht so lang das auszuführen. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dieser Traumageschichte von mir und meinen Geschwistern durch die kriegstraumatisierte Mutter, die wirklich ja sehr vehement auf ihre Kinder auch losgegangen ist, auch wenn sie manchmal gut versorgt hat. Das war ein sukzessiver Prozess. Und ich habe das schon mal an einer anderen Stelle gesagt, als ich dann merkte, dass ich am Ende des Medizinstudiums eine besondere Neigung hatte, mich mit seelischen Problemen anderer Menschen zu beschäftigen, hatte ich Gott sei Dank das Buch von Schmidbauer, Die hilflosen Helfer, gelesen. Und da wurde mir klar, wenn du da in die Richtung gehst in der Medizin und nicht Chirurg wirst, die wollten mich ja da in der Chirurgie, aber weil ich groß und kräftig war und in der Chirurgie für die körperlichen Verletzungen und die Operation kann man kräftige Menschen brauchen, habe ich gedacht, nee, bevor du dich da mit den seelischen Wunden anderer Menschen beschäftigst, musst du dich mit dir selbst beschäftigen. Und das war eine aktive Entscheidung. Und dann habe ich sehr viel Selbsterfahrung gemacht, habe ja 500 Stunden auf der Couch verbracht, Analyse und dann, aber der eigentliche Durchbruch ist dann im Laufe der Ausbildung, der verschiedenen Ausbildungen gekommen. In der systemischen Ausbildung für Paar- und Familientherapie bei Carol Gemmer habe ich plötzlich mehr verstanden. Ich hatte Gott sei Dank nie schwere Traumasymptome. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich mit einem blauen Auge davongekommen bin. Aber auf der Beziehungsebene, über die wir auch sprechen, erinnere ich mich durchaus, dass ich den Verlust an Nähe und Harmonie in meiner ersten Ehe, als mein Medizinstudium begann, wir waren jung verheiratet, ich hatte eine erste Partnerin, meine erste Frau kennengelernt, eine sehr tüchtige, tolle, fürsorgliche Krankenschwester. Und als wir dann nach 2 Jahren aus Marokko wiederkamen, mit meinem kleinen Sohn Dirk, heute 50 Jahre alt, auf dem Arm, war ich glücklich und hatte die Idee, der soll es mal besser haben als ich. Ganz unbewusst. Mhm. Und ich war ein ganz toleranter, großzügiger Papa. Die Normalität, dass meine erste Frau fleißig weiter dann, als wir aus Marokko nach 2 Jahren wiederkamen, wo ich ja 2 Jahre gelebt habe und wo Dirk auch geboren ist, dass plötzlich das alles nicht mehr so harmonisch, nicht mehr so romantisch war, das konnte ich gar nicht aushalten. Plötzlich ging dieser Ort von einer sehnsüchtigen Harmonie des Miteinander Verbundenseins, war plötzlich nicht mehr da. Und dann sind wir wie Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Wir konnten beide damit nicht mehr umgehen, dass diese Oase von Zweisamkeit mit einem Wunschkind in Casablanca damals brach weg, als ich ins Medizinstudium ging. Und damit konnte weder meine erste Frau noch ich konnten wir damit umgehen. Und das hat dazu geführt, dass wir auseinandergeraten sind und ich dann nach neuen Beziehungen gesucht habe. Und ich erinnere mich noch, und das passt zum Beziehungsthema, dass ich als Jugendlicher hatte ich mich unsterblich in die Schwester von Winnetou, in Chochi, verliebt. Diese wunderbare, schöne, junge Indianerin und so weiter. Habe die gemalt und war völlig begeistert. Aber es gab auch dann irgendwann Erinnerungen, dass der kleine Lutz
der Schuljunge manchmal weinend, sehnsüchtig unter seiner Bettdecke gelegen hat und sich gewünscht hat, jemand, der ganz liebevoll und nah, das war noch gar nicht erotisch getönt, sondern einfach nur mir jemand gewünscht hat, der mich ganz doll lieb hat. Ist ja eigentlich ein kindlicher Wunsch, der auch bei uns Erwachsenen existiert. Und diese Dynamik, die Sehnsucht nach einer liebevollen Beziehung, die war so stark, dass ich es nicht aushalten konnte, dass mit meiner ersten Frau das plötzlich aus organisatorischen, äußeren Gründen, sie arbeitete, ich im Medizinstudium, ein gemeinsames Kind, dieser, ich würde fast sagen, überspitzt sehnsüchtige Raum eines Kokons von unendlicher Gemeinsamkeit, unendlicher Harmonie, das war wie ein Verlust. Also das würde ich auf der Beziehungsebene sagen, das war eine Spur von dem, dass meine Beziehungserfahrungen an der Stelle noch überhaupt nicht verarbeitet waren. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, du hattest diesen Wunsch immer nach der innigen Beziehung, der kleine Lutz unter der Bettdecke, hast du es beschrieben, ne? Und dann hattest du sozusagen diese Verbindung mit deiner ersten Frau. Die war fürsorglich. Da hattest du diese Situation, und dann habt ihr die aus irgendeinem Grund verloren, und das hat sich wie ein krasser Verlust dann auch für dich angefühlt, mit dem du nicht umgehen konntest, sozusagen. Ja. Beide arbeite ich plötzlich im Medizinstudium, sie tüchtige, fleißige Krankenschwester, ich kann gar nichts kritisieren, aber das emotionale Miteinander, das Miteinander verbunden sein, das aufeinander bezogen sein mit dieser neuen äußeren Herausforderung, das haben wir beide nicht auf die Reihe gekriegt. Und als dann wirklich dieser auch körperliche Näheabstand immer stärker wurde und wir plötzlich merkten, wir haben gar keine Lust mehr, aufeinander nahe zu sein, spielt dann der Bereich von erotischer Nähe, nicht nur Verbundenheit, eine Rolle. Da brach für mich, glaube ich, so eine Welt zusammen, und ich habe mich dann auf die Suche nach neuen Beziehungen gemacht. Und habe damit meine erste Frau damit auch verletzt, weil ich damit nicht umgehen konnte. Und das war dann sozusagen aber noch Teil der Traumareaktion. Ja. Und denkst du heute, dass diese Reaktion unvermeidbar war? Also meine Frage ist so ein bisschen, wenn man sein Trauma nicht geheilt hat, dann wirst du ja so oft darauf hingewiesen werden, bis du es tust, denke ich mal. Weißt du, was ich meine? Also du warst ja dann in diesem Moment, als Beispiel jetzt nochmal, nicht in der Lage, damit umzugehen, weil es ja noch nicht geheilt war in dem Moment. Also deswegen meine Frage, denkst du, dass diese Situation unvermeidbar war? Also, und die andere Frage, die damit einhergeht, ist, denkst du, das Trauma wird uns immer wieder zeigen, wo wir hinschauen müssen? Letzteres ja. Nur wer hinsieht, kann heilen. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt als sehr jung verheirateter Ehemann und begeisterter Vater von einem kleinen Sohn, wie ich schon sagte, der es mal besser haben will, war mir meine eigene Dynamik noch gar nicht bewusst. Das ist erst wirklich im Laufe der vielen Jahre entstanden, im Rahmen meiner Ausbildung. Dann merkte ich erst, was für Reste in mir da noch arbeiten. Und nochmal kurz zurück zu der Ausgangsfrage. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du dann wie so einen posttraumatischen Wachstum erlebt hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Nicht genau. Ich glaube, das war das große Glück, ganz viele gute Lehrer, Ausbilder zu haben, plötzlich zu merken, ich muss mir da einiges nochmal mit bestimmten Techniken anzuschauen, also auch traumakonfrontativ. Ich würde sagen, im reiferen Erwachsenenalter, genau kann ich das Datum nicht sagen. Das ist wirklich ein langer Prozess gewesen. Genau, ist ein Trugschluss zu denken, das ist wie so ein Moment, wo man dann plötzlich erkennt, das ist mein Wachstum, sondern das sind Ergebnisse von hochkomplexen inneren Verarbeitungs- und Reifungsprozessen, die dann zu diesem Lebensgefühl führen und zu diesem Selbst- und Weltbild, was sich entwickelt. Wir wünschen uns oft, dass es so einen Klick macht, aber das ist eigentlich eher in der menschlichen Erfahrung so eher selten. Und ich finde es so berührend, wie du das gerade beschrieben hast, und auch ich habe eurem Gespräch gerade gelauscht und auch deinen Fragen sehr gelauscht, und auch diese Frage nach der Unvermeidbarkeit oder Unvermeidlichkeit von solchen Wiedererleben oder Reinszenieren von Trauma-Erfahrungen oder Prägungen. Da fand ich deine Antwort so treffend. Du konntest das noch nicht sehen. Ja. Dass es eine Art von Traumaspur ist, die sich gerade wieder auftut. Und das ist so wichtig, wenn man davon ausgeht, dass traumatische Erfahrungen, du hast es so formuliert, uns immer wieder zeigen, wo wir hinschauen sollen, bis wir es machen. Das ist auch ein Bild, was man häufig hört, so nach dem Motto, du wirst es so lange wiederholen, bis du es heilst. Und das klingt
immer so nach einer latenten, unterschwelligen, inhärenten Heilungsabsicht der Psyche oder des Organismus oder des was auch immers. Und daran habe ich ganz lange geglaubt. Das hat so zu meinem Menschenbild gepasst, auch zu ein bisschen einem spirituellen Menschenbild, dass da etwas in uns dahin führt, dass wir heilen. Bis ich verstanden habe, irgendwann ist es ein sowohl als auch. Es ist sowohl nach meinem immer noch Empfinden etwas, was uns innerlich führt, etwas, was vielleicht zu tun hat mit unserer Werkseinstellung, die auf sichere Bindung im Grunde ausgerichtet ist, die schon nach der menschlichen Verbundenheit im Reinen sucht. Und gleichzeitig sind traumatisch bedingte Prägungen einfach solide neuronale Netzwerke, die überhaupt gar keine Absicht haben, uns irgendwo hinzubringen und irgendwas zu erkennen, sondern wir werden in diese Reinszenierungen, die durch Aktivierung von alten Mustern entstehen, reingeworfen. Wir sind ihnen unterlegen auf eine ganz biologische und ganz kraftvolle Weise. Und ich finde es wichtig, das zu betonen, weil viele Betroffene oder die vielleicht auch sich überhaupt erstmal damit auseinandersetzen, könnte ich von Trauma betroffen sein, dass die so dann in die Versuchung kommen könnten zu denken, ich habe es halt immer noch nicht kapiert und dass mir das jetzt wieder passiert, bedeutet, ich bin noch nicht, bin nicht gut genug oder zu schwach oder auch diese freundlich und tröstend anmutenden Sätze wie, das wird dir so lange passieren, bis du es dann endlich gelöst hast. Das ist so furchtbar und das das kann man aus dieser Sicht oder dieser Frage so ein bisschen mit ableiten. Und ich finde, da ist das sowohl als auch sehr wichtig zu sehen. Ich glaube an etwas grundlegend Unversehrtes in uns, an etwas, was auch so nach dem Gesunden strebt, auf ganz unwillkürliche Art und Weise. Und mir ist die intensive und sehr dominante Wirkung von frühen und traumatischen Prägungen ebenso bewusst. Das muss beides irgendwie in die Waagschale, oder? Was sagst du, Lutz? Nee, sehe ich ganz genauso auch. Der unverletzte Kern, der ja im Grunde genommen in dem Moment, wo sich Eizelle und Spermium treffen und Leben kreiert, heißt, es gibt den Wunsch nach Leben, es gibt den Wunsch nach unverletztem, nach sicherer Existenz. Und die entwickelt sich in Abhängigkeit von Erfahrungen, die ich mache. Und wenn diese Erfahrungen sehr despektierlich, sehr bedrohlich, sehr zerstörerisch sind, dann sind wir natürlich in dem Traumabereich. Und das hinterlässt, wie Verena schon gerade gesagt hat, tatsächlich sehr neurobiologisch gesprochen, das hinterlässt stabile neuronale Netzwerke, die immer wieder aktiviert werden können. Und das Problem in der Traumatherapie, in der Erfahrung, neue Beziehungen zu machen, das tut gut. Dann habe ich jetzt eine neue Autobahn und mache eine gute Erfahrung über 1, 2, 3 Jahre mit einem Partner, einer Partnerin, die sehr respektvoll, sehr liebevoll, sehr passend ist, aber die andere Autobahn ist noch nicht weg. Das ist das Problem. Das heißt also, es entstehen neue Erfahrungen, die wertvoll und die wichtig sind, dahin soll es gehen, aber die alten Muster springen irgendwann wieder an und dann können sogar konstruktive Beziehungen dadurch wieder beschädigt werden. Und diese alten, da sind wir in der Traumatherapie dann. Das heißt, diese unresolved Trauma bedeutet, die Verarbeitung muss auf einer kognitiven, emotionalen und körperlichen Ebene geschehen, um die eingefrorenen Muster dann wirklich aufzulösen, um dann frei zu sein, Beziehungen konstruktiv zu gestalten. Und das ist interessant. Ja, ich glaube, weil viele denken auch, okay, ich fahre so ein Muster und dann durch Therapie ändere ich das und dann fahre ich irgendwie eine neue Autobahn. Und die andere ist ja dann, die befahre ich dann ja nicht mehr. Aber man hat sozusagen mehrere Autos. Ja, auch das noch dazu. Nicht nur mehrere Autobahnen, sondern man sitzt gleichzeitig in mehreren Autos. So ist es. Ja, wie kann man denn sozusagen sein zweites Auto von der zweiten Autobahn zurückholen? Also wie kann man damit aufhören, diese alte Autobahn zu fahren, obwohl man schon eine neuere fährt? Ich glaube, das ist auch das Problem von Coaching und moderne Coaches, die Menschen helfen, durch Training, wie das Wort Coaching sagt, neue Erfahrungen zu machen, sind für viele sicherlich auch in der einen oder anderen Form
hilfreich. Aber eine wirkliche Veränderung geht nur, wenn ich die alten Muster, wenn ich die ins Bewusstsein hole. Solange wir unbewusst, kann ich mit einem noch so guten Coach versuchen, einiges zu ändern, was vielleicht mir auch gut tut und mir neue Perspektiven eröffnet. Aber wir sprechen ja nicht umsonst von der tiefen Psychologie. In der Tiefe, wie Verena gesagt hat, arbeitet noch das alte Muster in mir. Und erst wenn das integriert und aufgelöst, also verarbeitet ist, dann ist der Weg frei, mich, die Welt, die Beziehungen in einem anderen Lichte wahrzunehmen und anders zu handhaben. Also das geht nicht gut ohne traumasensible therapeutische Interventionen. Das heißt, die Auflösung der alten Muster bedarf einer Auseinandersetzung damit. Da sind wir dann sehr bei traumakonfrontativen Methoden. Wie kann im Gehirn ein altes, eingefrorenes Muster im Denken, Fühlen, Verhalten auf der Beziehungsebene, wie kann das verarbeitet werden mit all dem alten Schmerz, der Enttäuschung, der Wut? Das muss durchgearbeitet werden. Erst dann ist der Weg frei. Nur noch auf der neuen Autobahn, überwiegend auf der neuen Autobahn, gute Erfahrung. Sag mal, wie siehst du das? Darf ich kurz was fragen? Ja. Das heißt, nur mal kurz, also das heißt, wenn ich das nochmal kurz zusammenfassen darf, wenn ich eine Autobahn fahre und dann lerne ich zum Beispiel, also ich habe vielleicht schlechte Beziehungserfahrungen gemacht und dann lerne ich zum Beispiel jemand kennen, eine Person, die wirklich gesund ist von ihren Beziehungsmustern und mit der ich eine ganz tolle Erfahrung habe und es ist eine ganz liebevolle Beziehung, und ich dann in dieser Beziehung bin und es auch erstmal vielleicht gut funktioniert, dann wird das nicht ausreichend sein, sondern ich brauche immer noch eine korrigierende Therapie dazu. Oder kann das auch sein, je nach Trauma, Schweregrad und so weiter, dass einfach auch eine Beziehung schon eine sehr große Heilungskraft mit sich bringt und das allein mich heilen wird? Ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele so stellen. Ja, darauf wäre ich jetzt auch eingegangen, weil du auch gerade von der Konfrontation gesprochen hast. Und also kurz zu den Autobahnen. Ich glaube, was wichtig ist, sich klarzumachen, auch besonders wenn man betroffen ist, dass die alten Autobahnen, die stressbedingt entstanden sind, dass die am ehesten wieder befahren werden, wenn Stress entsteht. Also es kann eine gute 3-Jahresphase sein mit der neuen Erfahrung, wo man auch neue Autobahnen pflastert oder gießt oder wie auch immer man das macht, asphaltiert. Und wenn dann Verunsicherungen dazukommen, dann ist die Gefahr beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass immer wieder man auch auf die andere alte Autobahn ausschert, die ist dann da. Das ist dann auch sozusagen die Entwicklungsprobe. Also gelingt es dann, sich auch mit den entsprechenden Unterstützungen auf das sicherere, also auf die neue Erfahrung tiefer einzulassen, oder ist diese neue Bindungserfahrung noch nicht tolerant genug? Ja, also kurz gesagt, alte Muster werden vorwiegend unter Stress aktiv, was auch für manche Menschen sehr niederschmetternd ist, wenn sie schon viel Therapieerfahrung gemacht haben, das Gefühl haben, sie sind wirklich weit gekommen, und dann gibt es Lebenskrisen, wo sie das Gefühl haben, sie fallen jetzt zurück in alte Muster, und dann ist das oft erklärbar dadurch, dass einfach der Stress so groß geworden ist, dass die alten Muster überlebensrettend wieder anspringen. Und jetzt zu dem, muss man aufarbeiten oder kann es auch genügen, eine korrigierende, gute Beziehungserfahrung zu machen? Da würde ich auch gerne mit dir in den Austausch gehen, was konkret für dich Konfrontation bedeutet, weil ich der Meinung bin oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass Traumakonfrontation nicht unbedingt immer die Konfrontation mit dem konkreten Erlebten bedeuten muss, sondern vor allem mit den inneren Zuständen, also den Empfindungen, den Körperempfindungen, den Emotionen, den Glaubensmustern, die daraus entstehen, den Reaktionsmustern. Also dass Traumakonfrontation nicht immer die Konfrontation mit der konkreten Erinnerung sein muss, sondern die Arbeit mit dem, was daran geknüpft ist an komplexem menschlichen Erleben. Das ist eine spannende Frage. Traumatherapie heute ist ja ein mehrstufiges Modell. Und wir helfen ja Menschen erst einmal, sich selbst zu verstehen. Wir nennen das dann Anamnese, Diagnostik. Menschen erklären, dass sie an den normalen Reaktionen von unnormalen Erlebnissen leiden. Wir helfen ihnen dann, mit inneren Zuständen besser umzugehen, in der Stabilisierungsphase, Stresscoping, Selbstregulationstechniken und so weiter. Und wir versuchen ihnen zu helfen, zu verstehen, nennen wir ja Psychoedukation, warum ich heute so reagiere,
das ist ein ganz großer Schritt und der vielen Menschen sehr viel bringt und weiterhilft. Ja. Meine Erfahrung ist, und das kann so weit stabilisieren, dass ich wirklich in meinem Leben sehr viel besser klarkomme. Ich verstehe plötzlich meine Geschichte. Ich habe Werkzeuge bekommen mit deiner Hilfe, dass ich mit mir und meinen inneren Befindlichkeiten, mit dem aufkommenden Stresscoping nennen wir das, Selbstregulationstechnik, viel besser klarkomme. Und das reicht für manche Menschen. Meine Erfahrung ist, dass Reste von eingefrorenen Traumata sich dadurch nicht völlig löschen lassen. Aber es kann sein, dass jemand so viel besser mit seinem Leben klarkommt, dass er das nicht braucht. Und ich kann natürlich weiter damit leben, das nehmen wir mal an, ein Paar, die sich eigentlich ganz gut verstehen, aber meinetwegen, die verabreden sich gemeinsam zum Essen und er ist noch einen Moment lang abgelenkt, muss noch irgendwas kurz erledigen und lässt sie einen Moment lang beim fertig gemeinsamen Tisch warten. Und als er vom Handy oder vom Büro nach 5 oder 6 Minuten wiederkommt, ist sie aufgestanden und gegangen. Weg. Ist sie weg. Hinterher mit einer großen Kränkung. Unter normalen Bedingungen, wenn da nicht etwas Altes anspringen würde, würde man sagen können, du, das finde ich jetzt ganz blöd. Ich habe hier das Essen gemacht und du verschwindest und machst da irgendwas mit dem Handy oder was auch immer. Das gefällt mir nicht, das ist, glaube ich, berechtigt. Wenn der Frust aber jetzt dazu führt, dass derjenige in dieser Weise ausrastet oder den Kontakt abbricht, dann würde ich sagen, ist hier etwas noch nicht verarbeitet. Es muss sich um alte, tiefgreifende Verletzungen und Enttäuschungen nicht gesehen, nicht wahrgenommen und werden so halten. Und da ist meine Erfahrung, dass einige solcher tiefergehenden traumatischen Verletzungen brauchen irgendwann einen guten Rahmen, um sie zu verarbeiten, damit sie nicht wieder anspringen. Aber nicht absolut. Ja. Aber die Traumatherapie, die wir zur Verfügung stellen, sich das anzuschauen, um den eingefrorenen Affekt von Enttäuschung, von Traurigkeit, von Wut aufzulösen, bedarf irgendwann, wenn es für denjenigen passt, bedarf irgendwann die ursprüngliche Szene, in der das immer wieder passiert ist, nochmal zu verarbeiten, ist so meine Erfahrung. Wenn es sich so identifizieren lässt, dass es eine ursprüngliche Szene gibt. Ja, nur dann natürlich. Ja, weil oft ist es ja auch so komplex, eine ganze Kindheitsatmosphäre und viele, viele, viele Situationen. Ja, also ich empfinde das so wie du. Das ist eine spannende Frage. Und wenn wir dann nochmal zurückkommen zu dem, was du sagtest, genügt auch mal eine sichere Beziehungserfahrung für die Verarbeitung? Ich glaube, es ist individuell. Ja. Es kann durchaus sein. Habe ich auch schon bezeugen dürfen. Die Therapie, die wirksamste ist die heilsame Beziehungserfahrung. Ich mache gerade so eine therapeutische Erfahrung mit einem ärztlichen Kollegen, der tatsächlich mit so einem Bindungsproblem rumläuft und immer wieder andere Beziehungen braucht und so weiter und so fort. Und dieses polyamoröse Dasein ist nicht freudvoll nur, sondern eigentlich leidet er darunter und hat das Gefühl, eigentlich bleibe ich doch immer wieder einsam. Und erst jetzt nach sehr langer Zeit, da sind keine schrecklichen Dinge passiert in der Kindheit, ist deutlich geworden, das ist was ganz Harmloses eigentlich, dass diese etwas kühle, emotional nicht so präsente Mutter, die er in Erinnerung hatte, die keine bösen Dinge gemacht hat. Er war erst 1 Jahr, als das kleine Brüderchen nachkam. Und er hatte noch dazu eine Beeinträchtigung, eine Behinderung. Und der kleine Kerl hat als Einjähriger, wo die Bindung gerade erst anfängt sicher zu werden, hat erlebt, wie die Mama sich nur noch um den kleinen Nachkömmling kümmern musste. Und das hat in ihm eine tiefe Enttäuschungswut hinterlassen. Und nach so vielen Sitzungen sind wir jetzt erst auf diesen Teil gekommen, warum er ständig sich neuen Frauen, neuen Partnerinnen zuwenden muss, obwohl ihn das nicht glücklich macht. Und das ist wie eine Kompensation, weil es gibt eine Angst, er hat selbst die Angst, nicht gesehen und verlassen zu werden. Also ich würde nicht einmal sagen, dass das traumabasiert ist. Dass der Ankunft eines Geschwisterchens, die normale Rivalität, die normale Eifersucht, würde ich nicht als Trauma bezeichnen. Aber es ist ein so tiefes Muster und hat so viele Enttäuschungswut und Ängste hinterlassen, dass jetzt erst nach einer längeren Zeit, wo wir therapeutisch schon arbeiten, dieses Thema jetzt präsent geworden ist.
dass ganz früh dort eine tiefe Kränkung, eine tiefe Enttäuschung, eine tiefe Verlassenheit entstanden ist, die ja jetzt kompensatorisch durch dieses von einer Blüte zur anderen zu hüpfen. Ja, ein schlauer Versuch, zum Scheitern verurteilt. Ja, und auch berührend. Und ich finde es auch so interessant, wenn wir von diesen ganz frühen Prägungen sprechen, die traumatischer oder einfach sehr stark prägender Natur sein können, dass da oft einfach auch die vorsprachliche Ebene so eine große Rolle spielt und Menschen auch dann oft viel Reflexion und gute Begleitung brauchen, um überhaupt an diese Ebene von Empfindung zu kommen, weil es nicht kognitiv eine Entscheidung ist, so sein Leben zu führen. Vielleicht macht man das dann irgendwann zu einem Modell und zu einer Haltung, um es vielleicht auch dann in einen Rahmen zu bringen, den man rechtfertigen kann. Aber der Schmerz dahinter ist so früh und so kindlich, dass es auch ja erstmal gar nicht zu dem Konzept Beziehung und polyamorös oder auch erotisch passt, weil das Bedürfnis, was dahinter steht, so entkoppelt von all dem partnerschaftlich-erotischem einfach nur menschlich ist und ganz früh. Und das ist, finde ich, und darauf will ich hinaus, so hilfreich, wenn wir dahin den Blick wenden, in diese Richtung der tiefen Bedürfnisverletzung. Oft ist es so viel auf der Verhaltensebene, wo man versucht, Lösungen zu finden und auch die Probleme. Und dann sind wir im Grunde in Symptombehandlungen beschäftigt, während das tiefe, versehrte weiter ungesehen bleibt. Ich würde gerne einmal auf diesen Fall nochmal genauer eingehen, oder vielleicht kennst du ja auch solche Fälle aus deiner Therapie, Verena. Also eine Person, die da etwas in der Vergangenheit erlebt hat und dann das Gefühl hat, ich muss, du hast es gerade so beschrieben, von Blüte zu Blüte hüpfen. Oder also vielleicht bilde ich mir auch ein, ich brauche... Die Bienen suchen Nektar. Ja, ich brauche eine polyamoröse Beziehung, weil sonst halte ich das nicht aus. Mir fällt gerade noch ein Fall ein, den ich super interessant finde. Würde ich gerne teilen. Passt so ein bisschen dazu. Mhm. Ich war letztens im Fitnessstudio und ich habe da schon des Öfteren mal eine Frau gesehen, die ich auch super attraktiv finde, vom Äußerlichen. Und auch, ne, wenn wir uns so unterhalten haben, man hat gemerkt, es funkt richtig zwischen uns. Vor 2 Jahren oder so hat sie mir dann auch gesagt, dass sie einen Freund hat, und ne, dann wusste ich Bescheid und wir haben uns einfach so freundschaftlich weiter unterhalten. Jetzt habe ich sie nach einiger Zeit mal wieder gesehen und es war wieder sehr am Knistern zwischen uns, und dann habe ich sie auch nochmal gefragt, ja, wie schaut's denn bei dir aus? Bist du noch in der Beziehung und so? Und dann meinte sie, ja, aber ich bin in einer offenen Beziehung. Mhm. Okay, interessant. Und dann kam es irgendwie so in der Diskussion, ein bisschen random auch im Fitnessstudio so dazu, dass sie mir so ein Angebot gemacht hat, dass wir ja mal was zusammen machen könnten mit ihrem Mann zusammen. Und dann habe ich sie auch gefragt, so wie sie sich das vorstellt. Und dann hat sie mir gesagt, ja, also wir machen das jetzt auch öfter mal mit anderen Männern, dass wir was zu dritt machen. Und ich schlafe dann mit dem anderen Mann. Und er schaut dann zu und gibt mir Befehle, was ich zu tun habe. Das fand ich erstmal, also da war ich erstmal so, okay, also ich habe so eine Erfahrung noch nie gemacht, aber ich fühle mich da, glaube ich, nicht so wohl dabei. Kann ich Und dann verstehen. kam noch eine Info, die ich sehr irritierend fand, und jetzt bin ich wirklich gespannt, was ihr sagt, weil das habe ich nicht verstanden. Ich habe das auch versucht, mit meinem Friseur darüber zu sprechen. Beim Friseur kann man über alles sprechen. Warum sonst geht man da hin? Kennt ihr diese Gespräche beim Friseur? Unscripted beim Friseur. Oder hatte das seine Theorien, aber ich wollte die mal noch mal Experten fragen. Auf jeden Fall, dann hat sie mir noch was gesagt, das ich auch super verstörend fand. Sie hat gesagt, ja, ich werde jetzt bald auch zu ihm ziehen, aber ich ziehe nicht zu ihm, weil er wohnt ja noch mit seiner Frau zusammen, sondern ich ziehe in eine Wohnung in der Nähe und er wohnt weiterhin bei seiner Frau. Und sie ist auch in eine andere Stadt. Also Okay. sie hat da auch kein Umfeld. So, dann dachte ich so, okay, interessant. Habe ich sie auch so ein bisschen gefragt, so warum sie das macht und wie, ne? Habe ich sie gesagt, ja, willst du nicht irgendwie auch so einen Mann für dich haben, der einfach so, also nur mit dir ist, und hast du nicht dieses Bedürfnis? Ist das nicht komisch, dass du irgendwie in eine Wohnung ziehst in der Nähe von ihm und er wohnt weiter mit seiner Frau, und sie so, nee, das ist okay, weil
Also irgendwie seine Frau abends, will nur Fernsehen schauen und dann kommt er zu mir und ich möchte abends gerne ein bisschen so, ne, jemanden bei mir haben und so, das passt ganz gut. Mhm. Wo ist denn die Frage? Und ja, also genau, long story short, also es ist ja loslegen. auch wie so eine Polyamorie-Verstrickung. Aha. Also ich habe das jetzt erzählt aus Impuls, aber weil es auch zu diesem Polyamorie-Thema passt, das ihr gesagt habt, aber in einer tieferen Verstrickung. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, was hört ihr und seht ihr, wenn ihr diesen Fall beschrieben bekommt? Also ich habe das nicht verstanden. Hypothetisch. Ja, also sowas kann man nur verstehen, wenn man viele Fragen stellt, wenn man mit der Person spricht und intensiv nachfragt. Also Hypothesen sind immer der Versuch, eine Arbeit auch zu beginnen oder Türen zu öffnen, um was zu verstehen, aber die kann man auch nur bilden, wenn man genug Informationen hat. Und andernfalls ist es oft ein bisschen anmaßend. Also jetzt eine Hypothese über die Frau zu bilden, würde ich mir nicht anmaßen wollen. Oder vielleicht habt ihr ja schon mal sowas in der Art schon mal in der Praxis gehabt oder so. Ja. So einen ähnlichen Fall, der vielleicht so daran anschließt. Und dann können wir am Ende nochmal den Bogen spannen zu dem Blütenbestäuben und der Polyamorie und dass man dieses Bedürfnis hat, ich muss die ganze Zeit mit verschiedenen Partnern sein und so weiter. Naja, wir bewegen uns jetzt hin zu dem ursprünglichen Thema, das du eingeleitet hast, als wir das Gespräch begonnen haben. Toxische Beziehungen. Und da wäre die Frage, ob in diesem Beispiel, und da gehe ich ganz mit dir, ich würde das nicht moralisch bewerten, sondern es kann ganz unterschiedliche Motivationen und Formen haben. Es kann sein, dass mir der Gedanke völlig aversiv kontrovers kommt, ich mir sowas nie vorstellen könnte. Und es kann sein, dass Menschen damit irgendetwas leben, was in den moralischen Kontext der Allgemeinheit nicht passt. Deshalb wäre ich genau wie du, Verena, vorsichtig, das zu bewerten und es gleich als Pathologie und toxische Beziehung zu bewerten. Die entscheidende Frage, ob wer in diesem Dreieck leidet und leidet jemand auf Kosten oder macht jemand das auf Kosten eines der im Dreieck, dann wird es schwierig. Aber wenn Menschen sich bewusst entscheiden, so eine Form von Dreiecksbeziehung oder wie auch immer wir das nennen wollen, mit dieser besonderen Konstellation, wer zieht da zu wem, wer besucht wann wen, dann müsste man wirklich viel mehr Informationen haben. Gibt es Leid in dieser Konstellation oder ist das eine einvernehmliche Form, wo jeder etwas bekommt, was er sonst außerhalb zu dem, was wir normale Beziehungen nennen, nicht bekommen kann? Ich frage mich halt, kann sowas gesund sein? Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja das Angebot bekommen, da mich daran zu beteiligen und ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil ich mich da nicht wohlfühle. Ja, das ist doch gut. Aber meine Frage ist auch so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich so ist, dass von allen Parteien das einvernehmlich und gesund ist? Also ich würde jetzt einfach mal die Hypothese als Laie aufstellen, ja, unwahrscheinlich. Also meine menschliche Tendenz wäre auch eher zu sagen, vermutlich gibt es Gründe dafür, dass jemand vielleicht sich gewissen Dingen aussetzt oder gewisse Risiken auch eingeht. Das ist ja auch, da sind auch Risiken mit verbunden, wenn man Leute im Fitnessstudio anspricht, willst du mit uns sexuell interagieren? Ja. Das war allgemein eine sehr random Situation, aber ich habe es jetzt einfach mal eingeworfen. Nein, ist gut. Also es ist schwierig, das nicht moralisch zu bewerten, wenn man zum Beispiel fragt, wie wahrscheinlich ist, dass es gesund ist. Also es ist gerade ein bisschen dünnes Eis, aber ich weiß, wo deine Frage hinzielt, glaube ich. Und meine Erfahrung ist, dass wir sowohl unsere Vorstellung von Beziehung, von partnerschaftlicher Beziehung und Sexualität durchaus geprägt sein kann durch Kultur, durch gewisse Werte und Normen und auch Moral. Und das ist oft gar nicht bewusst. Das ist wie bei allen strukturellen Themen, die einfach alt und verankert sind. Da braucht es eine Weile, bis man die ins Bewusstsein bekommt. Und deswegen sind wir auch schnell in der Bewertung, wenn Menschen andere Formen leben. Und um rauszufinden, wer und ob jemand leidet, braucht man wirklich Information. Und das ist, glaube ich,
tatsächlich die Aussage, bei der ich so da in dem Sinne bleiben möchte, auch ohne Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. Ich kann aus der Erfahrung sagen, dass die Menschen, die ich in der Praxis und auch in der Paartherapie betreut habe, die Beziehungen geöffnet haben, die polyamoröse oder eben andere Beziehungsmodelle etabliert haben, dass sie das nur mit therapeutischer Begleitung machen konnten. Ja, und dass das immer auch Versuche waren, etwas zu lösen, ein Problem zu lösen, für das es anders scheinbar keine Lösung gab. Also es ist natürlich berufsbedingt eine Prägung, auch mein Blick auf diese Konstellationen und Formen. Und deswegen kann ich im Grunde nur von diesen Erfahrungen sprechen, aber möchte offen zugestehen, dass es auch möglich sein kann, dass man das ganz ohne Reinszenierungsaspekt leben kann. Verena, hattest du schon mal das Bedürfnis, so deine Beziehung zu öffnen oder so polyamorös zu leben oder sowas? Nein, wirklich nicht. Nein. Also das Lachen ist jetzt irgendwie so, weil es mir wirklich fern liegt. Das ist nicht despektierlich gemeint oder hat keine irgendeine versteckte Einfach Botschaft. nur aus meinem Interesse jetzt. Ja. Nee. Okay. Also ich glaube, so ein bisschen die Frage, die ich mir auch stelle und vielleicht sich jetzt auch einige Zuhörerinnen stellen, wie kann ich herausfinden, ob das Leben, das ich gerade lebe oder auch die Beziehung, die ich gerade lebe, ob das wirklich das ist, was ich will oder ob ich gerade in irgendeiner Dynamik gefangen bin. Ich glaube, das ist wirklich eine schwierige und komplexe Frage, wenn man das noch erweitert, jetzt hier Dreier irgendwo sich eingeladen zu fühlen, zu dritt sexuell miteinander umzugehen. Sehr banal gesagt, das ist wirklich Geschmackssache und es kann sein, dass Paare daran einen bestimmten Lustgewinn haben, während ich auch sagen würde von mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Egal wie dicht eine Beziehung ist Sexualität etwas sehr Intimes zwischen zwei Menschen, würde für mich auch nicht passen, ist nochmal was anderes als Dreiecksbeziehungen und so weiter. Du hast ja gesagt, ich bin zu einem Dreier eingeladen worden. Ist ja kein normal, also ja. Aber da sind wir in dem Bereich von Normen und Werten. Ich schätze da sehr die Podcasts, ist das normal, von meiner Münchner Kollegin Melanie Büttner, die wirklich seit vielen Jahren wirklich dieses ganze Spektrum von sexuellen Vorlieben, von Sexualität mit all seinen Facetten. Und das hilft ein bisschen, nicht auf die moralische Ebene zu gehen. Aber wenn jemand verletzt wird dabei, aktiv verletzt wird, dann müssen wir Stellung beziehen, dann stimmt irgendetwas nicht. Absolut. Ja, wenn das wirklich destruktiv ist, dann sind wir in dem Bereich, dass hier etwas Toxisches passiert. Es gibt Paare, ich könnte damit nichts anfangen, gebe ich ehrlich zu, Sadomaso. Das kann eine Was nochmal genau? Sadomaso-Spiele von Paaren. Ja, Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Das Wort nur als Beispiel, müssen wir auch auch nicht in alle Details gehen, dass bestimmte Formen, die einem Paar einvernehmlich Lust bereitet, das können die gerne tun. Wenn das für beide etwas Interessantes, etwas Spannendes ist. Was ist denn nochmal Sadomaso? Also sadistische jemanden zu fesseln oder sich fesseln zu lassen und der andere agiert einvernehmlich. Also das, was Dominas sozusagen in der Prostitution machen, da sind wir aber in einem Bereich, wo es dann ins Pathologische geht. Ich wollte damit nur sagen, was ein Paar einvernehmlich miteinander macht, um sich Freude und Lust zu bereiten, das sollten wir nicht moralisch bewerten, aber in dem Bereich ist es sehr schnell im Bereich von Traumathema, im Bereich von destruktiven, von toxischen Erfahrungen. Ja. Ich habe mich schwer getan, als ich als junger Psychotherapeut erstmalig damit mich konfrontieren musste, dass ein junger Mann mir irgendwann anvertraut hat, dass er einen Windelfetischismus hatte. Unter der er auch litt, dass er sexuelle Erregung nur im Kontext von eingekoteten Windeln haben. Da sind wir in dem Bereich eines ganz großen Themas, dass Erregung und Sexualität ein so großes Spektrum an Lust oder Erregung bereitendem Feld hat, dass die moralische Bewertung, die sollten wir hinten anstellen, sondern eher offen dafür sein, aber ganz klar, wo wird jemand emotional oder körperlich verletzt. Da hört es dann auf. Da ist es nicht mehr eine Spielwiese, sondern da muss man demjenigen helfen, was ist los, dass du etwas tust, was dir nicht gut tut.
Ja, ich möchte auch noch mal kurz sagen, ich wollte das auch gar nicht moralisch bewerten, die Situation. Ich habe auch nicht geplant, das jetzt zu erzählen, aber es kam gerade so hoch. Ne? Und ich persönlich, in mein Wertesystem passt es nicht, dass ich da jetzt mitmache oder dass ich mir sowas vorstellen könnte. Aber ey, wenn die das machen wollen, sollen die es gerne machen. Trotzdem hinterfrage ich so, ich habe mich gefragt, geht's dir wirklich gut damit oder vielleicht... Die Frage ist berechtigt. Ne, würd ihr nicht, also ich habe mir das halt so vorgestellt, ich habe mir gerade gedacht, wäre es nicht schöner für sie, wenn sie einen Mann hatte, der auch wirklich für sie da ist und der nicht mit einer anderen Frau zusammenlebt und sie zieht in eine fremde Stadt, wo sie kein Umfeld hat und so weiter. Ich habe da hatte so ein bisschen Mitleid mit ihr, vielleicht auch falsch, vielleicht geht's ihr sehr super damit, aber das war nur so ein bisschen mein Gefühl dabei. Und ja, also du hast komplett recht, man muss es nicht moralisch bewerten. Aber jetzt nochmal am Beispiel deiner Geschichte gerade mit den Windeln. Wie kommt es denn dazu, dass man dann auf sowas so krass steht? Auf zum Beispiel eingekotete Windeln? Das hat lange gedauert, bis wir die Psychodynamik-Konzept des guten Grundes damals verstanden haben. Es ist über 20 Jahre her, dass dieser Lehrer sich mir damals anvertraut hatte und das heimlich tun musste, weil das natürlich total moralisch tabuisiert ist. Und woher kommt es, dass sich jemand, dann ein erwachsener Mann, plötzlich sexuell erregt fühlt, wenn dort eine eingekotete Windel existiert? Das ist ja jenseits normaler menschlicher Vorstellungen und so weiter und so fort. Und das passt zum Traumathema. Irgendwann war dann deutlich, dass er als kleiner Junge völlig depriviert, als Frühchen im Krankenhaus war und das Einzige, was ihm Freude und Lust bereitet hat, war, wenn die vor langer Zeit Krankenschwestern oder Pflegerinnen gekommen sind und den kleinen Kerl gewickelt haben. Und da ist stecken geblieben, das Einzige, was mir wirklich Freude und Lust bereitet, dann natürlich aufgeladen durch sexuelle Hormone dann später. Und das war so ein Trieb in ihm, der ihn selber störte. Er dachte, ich bin pervers und so weiter und so fort. Es hatte aber einen guten Grund dafür. Und das war dann ganz mühsam für ihn, aber möglich, daran zu arbeiten, diesen Suchtmechanismus für sexuelle Erregung, einen solchen Windelfetischismus zu benutzen, um sich zu erregen, dann in der Beziehung das einmünden zu lassen und dann auch eine normale Beziehung nach und nach leben zu können. Eine Zeit lang ging beides dann parallel und dann war der große Schritt, traue ich mich, das meiner Partnerin anzuvertrauen? Dass es da in mir diese alte, tragische Spur gibt, die meisten Menschen denken, ist um Gottes Willen, was für ein perverser Kram. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was Verena und ich beide vertreten, erst einmal Verständnis zu haben. Wie ist etwas entstanden, auch wenn es uns selbst ganz relativ fremd ist? Ja, und da auf die Suche zu gehen, ja. Auf die Spur, auf die Fährte. Das Entschlüsseln, ja. Und das bringt auch die Würde zurück. Also weil so oft die Traumafolgen etwas Selbstbeschädigendes haben, auch im Sinne von dem eigenen Wertempfinden und der eigenen Würde. Und den guten Grund zu finden, ist immer Würde stärkend oder Würde rettend, würde ich sagen. Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass traumatische Erfahrungen auch dazu führen können, dass man diese innere Zerrissenheit spürt. Was passiert da wirklich innerlich mit Menschen, wenn sie gleichzeitig das Bedürfnis nach Nähe haben? Das haben wir jetzt ja gerade auch so ein bisschen verdeutlicht an diesem Beispiel. Ne? Das scheint ja ein Bedürfnis nach Nähe zu sein und gleichzeitig hat man aber auch Angst davor. Und wie zeigt sich das dann konkret in Beziehungen? Also wir haben jetzt ein paar, sag mal, Extrembeispiele skizziert, aber sowas kann sich ja auch in anderen Dingen äußern, wie zum Beispiel auch beim Stalking, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, Lutz, oder bei anderen Machtdynamiken in Beziehungen. Also die Ambivalenz zwischen der großen Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit und der gleichzeitig ganz stark aktivierten Angst davor ist für Menschen oft sehr quälend und bringt eine große Vielfalt an Strategien, Anpassungsleistungen oder auch manchmal ganz komplexen und teilweise auch schwer nachzuvollziehenden Ideen zum Vorschein. Ich glaube, oder ich würde sagen, meine Erfahrung ist die, dass diese Suche nach der Erfüllung der Sehnsucht ein sehr starker Antrieb ist. Also dass das nicht nur eine Sehnsucht in einem verklärten Sinne ist, sowas wie der ferne Sehnsuchtsort, der vielleicht romantisch aufgeladen ist, sondern dass das wirklich etwas sehr Authentisches, tiefmenschliches ist, sich nach wirklicher, echter, sicherer Verbundenheit zu sehnen. Und das ist dann im Grunde auch immer der Punkt, an dem man ansetzen kann.
auch wenn es komplexe Prozesse sind in der Regel. Aber diese reine Empfindung von Ausrichtung auf Bindung und menschlicher Verbundenheit, die sicherheitsspendend ist und nicht bedrohlich ist, dass die auch wie ein innerer Kompass fungieren kann. Dafür muss man oft viele Überzeugungen, auch Erfahrungen sehr stark reflektieren, auch diesen Blick in die Vergangenheit werfen. Was habe ich gelernt über Beziehung, über mich, über Nähe und Bindung und welche dieser Lernerfahrungen muss ich wirklich auf den Prüfstand stellen und eben auch ein heilsames Mismatch kreieren, also die heilsame Erwartungsenttäuschung auch fordern, suchen, mich dem aussetzen, indem ich zum Beispiel nicht in rigiden Mustern verharre, sondern mich auch rauswage in Kontext. Und das muss nicht immer nur der Beziehungskontext auf der Paarebene sein, um diese Sicherheit und Verbundenheit überhaupt kennenzulernen oder zu erkunden, sondern das können auch therapeutische Beziehungen sein. Das können Beziehungen über Sport, Freizeit oder auch philosophischen Austausch sein oder der Buchclub. Also menschliche gute Bindungserfahrungen können in vielerlei Kontexten stattfinden und das finde ich wichtig, sich klarzumachen, weil oft die Koppelung ausschließlich an partnerschaftliche Beziehungen besteht. Also Menschen assoziieren das oft nur mit der Paarbeziehung und das ist dann immer eine sehr hochgehängte Latte. Nehmen wir jetzt mal an, nehmen wir jetzt einfach mal diesen Fall, den ich vorhin beschrieben habe. Jetzt nehmen wir mal an, dass die auseinandergehen und dann fängt der Mann an, sie zu stalken. Ich hatte das auch letztens, also vor 1-2 Jahren, ist das einer Freundin von mir passiert. Die war tatsächlich 2-3 Jahre mit ihrem Freund zusammen. Es gab wohl auch viel hin und her in der Beziehung und so weiter. Und damit hat aber wirklich dann keiner gerechnet, dass er dann halt angefangen hat, sie zu stalken. Und zwar richtig krass, bis dahin, dass er dann auch aus dem Auto gesprungen ist, ihr das Handy aus der Hand gerissen hat, das Handy weggeworfen hat, sie zu Boden gestürzt hat, also auch da wirklich gewalttätig wurde. Damit hat wirklich keiner gerechnet in dem Moment. Und ja, da haben wir uns gefragt, was passiert in einem Menschen, wenn er eigentlich der Partner war, die liebende Person und dann auf einmal zu solchen Taten überschreitet. Was ist das für eine Dynamik? Wir hatten das ja schon mal angerissen, Lutz. Ja. Das ist aber jetzt schon lange, lange her. Vielleicht können wir darauf auch nochmal eingehen, weil das ist ja auch ein gutes Beispiel für so eine toxische Beziehung. Ja. Ne? Oder vielleicht Postbeziehung in dem Fall. Ja, wenn wir das damals so ein bisschen unter der Überschrift Stalker sind Narzissten schon mal angerissen haben, dann bedeutet das, dass jemand, der aus einer Liebesbeziehung, wo ein Ende stattfindet und kein Abschied möglich ist, dann ist derjenige, der das Nein bekommt, nicht in der Lage, diesen Abstand zu akzeptieren. Das heißt also, eine Vorstufe davon ist pathologische Eifersucht. Also Eifersucht ist das, was mit Eifer sucht. Ich möchte die Beziehung aufrechterhalten und kann es nicht ertragen, dass mir jemand ein eindeutiges Nein. Aus den und den Gründen möchte ich die Beziehung beenden. Dafür gibt es gute Gründe und dieses Nein kann derjenige nicht akzeptieren. Das wäre die oberflächliche Seite. Aber innen drinne, um dann auch gewalttätig zu werden, muss eine tiefe alte Verletzung aktiviert werden. Das heißt also, der Abschied oder der Verlust und der Schmerz ist so groß, dass derjenige jetzt in seinem Selbstwert so stark verletzt ist, dass er mit allen Mitteln bis hin zu Gewalt denjenigen zurückzwingen will in die Beziehung. Und die dabei entstehende Aggressivität führt nicht nur dazu, dass derjenige denjenigen beobachtet und vielleicht Nachrichten schickt und manipuliert, Gaslighting, Lovebombing, eine Zeit lang versucht doch noch die Beziehung wieder zu reparieren, weil er das Nein, den Abschied, die Distanz nicht ertragen kann, sondern jetzt geht es in den Bereich von delinquentem, destruktiven Verhalten. Stalking ist Gott sei Dank inzwischen seit vielen Jahren ein Straftatbestand. Weil hier wird derjenige wirklich in seinen Persönlichkeitsrechten so stark verletzt, dass hier auch die Justiz erkannt hat, das ist etwas, was Menschen nicht tun dürfen. Sehen wir es unter therapeutischen Gesichtspunkten, zeigt das die schwere Störung dessen, der das machen muss.
Das heißt, sein Selbstbild, sein Selbstwert ist so davon abhängig, dass er über den anderen noch die Macht haben will und er missbraucht jetzt entweder körperliche Macht, benutzt Techniken und so weiter, um denjenigen, diejenige so zu manipulieren. Es gibt es auch gelegentlich bei Frauen, es gibt auch stalkende Frauen, aber der größere Teil sind Männer, die es nicht ertragen können, dass sie ein Nein bekommen haben. Ich möchte mich trennen. Und diese Trennungsangst, wenn man das mal beschreibt, kriegt dann eine solche pathologische Dimension, dass jetzt mit aller Macht versucht wird, denjenigen wieder in die Beziehung zu zwingen. Bis hin dazu, dass solche Männer auch in der Lage sind zu töten. Das heißt, wir haben tatsächlich in Deutschland, an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, eigentlich jeden Tag eine Frau, die lebensgefährlich verletzt bzw. getötet wird in Deutschland. Das ist eine erschreckende Zahl. Ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, weil man könnte das ja als so Stufenmodell betrachten. Man hat den Eifer in einer Beziehung. Ne, der Eifer, dass man möchte sich dafür einsetzen, dass eine Beziehung gut funktioniert. Die nächste Stufe wäre dann vielleicht die Eifersucht. Du hast es ja sogar getrennt gerade, das Wort. Eifer und Sucht, also man ist fast schon süchtig danach. Oder du hast es, glaube ich, sucht, hast du es beschrieben? Ich sehe oft auch das Wort Sucht dahinter. Man kann nicht loslassen, man ist wie so abhängig davon, immer noch weiterzumachen. Und dann wäre die nächste Abstufung sozusagen, also die ganz pathologische, ist das eine Pathologie Stalking? Ja. Ja, eine pathologische Form wäre dann Stalking. Da ist ja auch diese Grundsatzfrage, ne? Oder es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja, so ein bisschen Eifersucht ist gesund in der Beziehung. Ne? Ich bin dem Ganzen immer so ein bisschen kritisch gegenüber. Vielleicht kann man sagen, Eifer in der Beziehung ist gut, aber sobald es in der Eifersucht kippt, ist es nicht mehr gut. Aber wie ist eure Haltung dazu? Also, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir ein Bindungssystem und ein Nervensystem haben und dass Menschen von Natur aus auf Bindung angewiesen und auf sie ausgerichtet sind innerlich, dann ist natürlich alles, was sich ausdrückt in Eifersucht, in verschiedenen Abstufungen von Schweregraden, ein Hinweis darauf, dass Stress existiert, dass also das Bindungssystem und das Nervensystem aktiviert sind. Oft aufgrund von Vergangenem, von Prägungen und häufig auch aufgrund von Sachen, die aktuell in der Beziehung passieren. Und das ist erstmal wichtig zu differenzieren. Ist die Eifersucht denn begründet im Sinne von, bedroht jemand unsere Beziehung, weil er entgegen unserer gemeinsamen Werte sich distanziert oder außenorientiert? Wir haben sicher beide in unserer Praxis jeweils schon Paare begleitet, die aufgrund von einer Außenbeziehung oder dem sogenannten Fremdgehen eine Paartherapie aufgesucht haben. Also es passieren ja auch Bindungsverletzungen, wo Eifersucht sogenannte dann begründet sein kann. Und ohnehin suchen wir immer nach dem guten Grund, und eine Eifersucht zu spüren bedeutet ja auch eine Bedrohung zu erleben auf der Bindungsebene. Also die Bindung fühlt sich nicht sicher an. Es wird in mir eine Aggression oder eine Angst aktiviert, die mit dem Gefühl assoziiert ist, es passiert etwas, was ich kontrollieren muss, was ich kontrollieren will, damit die Beziehung nicht mir entgleitet oder der andere verschwindet. Also ich betrachte solche Fragestellungen immer gerne von der, vielleicht ist es eine Art Metaebene, mit der ich das Bindungssystem und das Nervensystem in den Blick nehme und das, was gegenwärtig geschieht und das, was die jeweiligen Personen mitbringen, sofern es schon bekannt ist. Und wenn nicht, dann gehen wir immer auf die Suche, auf die Fährte. Also es wäre schwer zu sagen, Eifersucht ist immer etwas, eine Vorstufe sozusagen von einer Eskalation, oder sie ist in einem gewissen Maße gesund, weil sie ist immer ein Signal von Stress, auch nach meinem Dafürhalten. So. Genau, und diese toxische Dimension, die pathologische Eifersucht, die Lutz angesprochen hat, die auch ganz oft in die Gewaltspirale führen kann, in starke Machtausübung, die ist eine andere Nummer. Also da fehlt jegliche Selbstreflexion. Da ist auch nicht mehr allein die Angst vor Verlust leitend, sondern da ist ein Macht- und Kontrollbedürfnis ganz stark mit verkoppelt. Darüber wird es ja dann auch ausagiert. Und da sind wir dann auch in dem Bereich, wo Gewalt geschieht.
eine Eifersucht auszuagieren, erlebt der andere in der Regel als gewaltvoll, weil es einen Besitzanspruch suggeriert, einen Machtanspruch suggeriert und auch ganz oft mit phänomenalen Unterstellungen verknüpft ist, die oft jenseits jeder Grundlage sind. Ja. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr, sehr, sehr einig, dass lange bevor es zu eigentlich strafrechtlich relevanten Stalking-Vorfällen kommt, wo Frauen dann auch Unterstützung brauchen, sich davor zu schützen und eventuell zur Anzeige zu bringen, kann man in toxischen Beziehungen, die noch nicht getrennt sind, etwas Ähnliches benutzen. Was Verena gerade betont hat, ist der Machtmissbrauch. Du bist mein und du hast das zu tun, was ich gerade will und was ich gerade brauche. Und wenn du das nicht tust, dann bin ich sauer auf dich und ich werde dich so lange dahin hin manipulieren, muss man sagen, bis meine Bedürfnisse nach Überlegenheit, nach ich bin der Bestimmer, das ist ja das mit dem Narzissmus. Wenn mein Selbstbild so verunsichert ist, dann brauchen diese Menschen den anderen als Plombe für die Stabilisierung ihres Selbstkonzeptes. Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit, Selbstbild und so weiter. Und wenn das sehr stark verunsichert oder sehr stark gestört ist, dann benutzen sie oft eben Macht und Manipulation, um den Partner wieder in diese in diese Lücke zu zwingen. Mhm. Und das geschieht eben durch wirklich hochmanipulative Techniken, das berühmte Gaslighting, das kommt ja aus dem berühmten alten Film, wo ein Partner die Wahrnehmung seiner Partner, das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film, ich habe die beiden berühmten Schauspieler gerade wieder vergessen, mein Namensalzheimer, daher kommt dieser Begriff, der in der Beziehungsdynamik auch benutzt wird, das Begaslichten, die Wahrnehmung des Partners so lange zu verunsichern, zu manipulieren, dass derjenige anfängt, sich selbst nicht mehr zu vertrauen und ständig das Gefühl hat, mit mir stimmt etwas nicht, um nicht wahrzunehmen, dass der Täter, in diesem Fall dürfen wir von Tätern sprechen, die das machen, weil es ist aktives, den anderen zu manipulieren. Das geht aber auch über den Wechsel von Lovebombing. Ich mache ganz viele Komplimente. Du bist die Tollste, du bist der Tollste. Und im nächsten Moment kommt die Abwertung, die Erniedrigung, die Demütigung. Das ist ein schweres pathologisches Bindungsmuster. Das nennt man eine Bindungsstörung auf der bindungstheoretischen Ebene. Auf der rechtlichen Ebene sind es Straftatbestände. Weil der andere wird aktiv verletzt, wird aktiv manipuliert. Es ist vor allen Dingen ein Machtmissbrauch, der bis hin zu Ausübung von körperlicher und sexueller Gewalt geht. Also Frauen sind die häufigeren Opfer von solchen hochmanipulativen Männern, weil wir Männer haben ein großes Problem. Das fällt uns schwer, uns einzugestehen, dass wir uns ganz schön oft, wenn es nicht bewusst ist, abhängig fühlen vom Wohlwollen einer Frau, dass sie mich begehrt, dass sie mich begehrenswert findet. Also Männer, Frauen auch. Männer haben das Gefühl, wollen das Gefühl, ohne die Bestätigung einer Frau, dass sie mich als Liebespartner an sich ranlässt, sage ich mal etwas sehr biologisch orientiert, bin ich kein richtiger Mann. Und deshalb zwinge ich eventuell dann meine Partnerin, wenn sie mir einen Stopp setzt, eine Distanz gibt, Nein sagt, dann werde ich sie dazu zwingen. Weil das ist mein Bedürfnis und ich habe das Recht und so weiter. Da sind wir bei patriarchalischen Strukturen wieder. Warum denkst du, so habe ich es gerade rausgehört, hat der Mann mehr das Bedürfnis als die Frau? Das weiß ich nicht, ob das stimmt. So wollte ich es nicht sagen, mehr das Bedürfnis. Oder beziehungsweise, du hast gesagt, wir Männer haben oft das Begehren von einer Frau oder wir haben das Bedürfnis von einer Frau begehrt zu werden. Das hat sich jetzt für mich so angehört, als hätten die Frauen das nicht so sehr. Hast du das so gemeint oder siehst du das so, dass das beide Seiten genauso begehren? Gibt beide Seiten. Ich habe es ein bisschen klischeehaft ausgedrückt und das ist sozusagen auf der Beziehungsebene erleben kleine Jungs, dass sie geborgen und wohl genährt in körperlicher Nähe zu einer Frau, zu ihrer Mutter aufwachsen. Das ist die frühe Bindungserfahrung. Das heißt, und ich etwas fast ein bisschen, ich würde mal sagen, satirisch oder kabarettistisch aufgemotzt, könnte man sagen, dass diese frühe Beziehungserfahrung, auch die körperliche Nähe, die angenehme, lustvolle Geborgenheitserfahrung, ist ja etwas, was ein Leben lang auch weiterhin existiert. Mhm. Und wenn dieser Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit jetzt sozusagen mit sexuellen Bedürfnissen und Impulsen sich sozusagen erweitert, dann könnte man sagen, die kleinen Jungs haben die Erfahrung gemacht, dass sie aus einem warmen Leib einer Frau rausgeschlüpft sind, dann
wenn es gut gelaufen ist, lange bei der Mama genährt und geborgen sich fühlen durften. Und mit der Pubertät haben die Männer nichts anderes mehr im Kopf, als dort wieder hineinzuschlüpfen, wo sie hergekommen sind. Das ist jetzt sehr bildhaft übertrieben gesagt. Und wenn Frauen ihnen das verwehren, dann werden einige Männer böse. Wenn sie kein solides männliches Selbstbild haben. Und auch ohne die Bestätigung, die erotische oder sexuelle Bejahung der Begegnung von einer Frau sich dann so stark verunsichert fühlen, dann entstehen Aggressionen oder Depressionen und Gewaltbereitschaft. Also auch wenn du es gerade nicht so gemeint hast, und du hast ja gesagt, du hast es ein bisschen überspitzt dargestellt, fand ich, dass da doch irgendwie doch ein bisschen Wahrheit dahinter gesteckt hat. Dass wir Männer, wenn man das so gesellschaftlich betrachtet, irgendwie schon mehr abhängig davon sind als die Frauen. Habe ich schon das Gefühl, irgendwie. Naja, das ist auch sehr, sehr verkürzt gesagt. Man muss dann jetzt wieder die Diskussion über patriarchale Strukturen, die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft, nach wie vor auch in einem so doch eigentlich demokratischen Staat wie in Deutschland, sind die Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen nach wie vor ungleich. Frauen verdienen weniger und so weiter und so fort. Das wäre wieder die große politische Diskussion. Ja. Das Patriarchat hat den Anspruch, der Bestimmer zu sein. Das heißt, patriarchale Strukturen gesellschaftlich und politisch geht davon aus, dass die Männer die Macht haben und bestimmen können. Und das ist sozusagen immer noch in uns irgendwo. Das spüren die Männer dann auch. Und die Frauen. Die Frauen kommen mit in diese Rolle dann hinein. Wie siehst du das? Wenn wir das jetzt darauf beziehen, ne, was wir gerade gesagt haben, dass dieses Begehren so im Vordergrund steht, ist das auch etwas, das darauf einwirkt. So. Ja. Also ich finde, wir sind gerade so auf zwei ganz verschiedenen Dampfern unterwegs, die beide auf diesem gleichen Fluss fahren. Also die Frage nach Abhängigkeiten, Rollenbildern und patriarchalen, tief verankerten Strukturen und dieser Frage, was hat das für eine Bedeutung für toxische Beziehungsdynamiken? Und ich mag kurz zuerst auf diesen einen Dampfer nochmal zurückhüpfen, wo es um die Beziehungsdynamiken geht, wo ich noch mal kurz die Metaebene bemühen möchte, dass überall, wo es den Machtmissbrauch gibt oder wo wir von toxischen, also giftigen, schädlich wirkenden Beziehungsdynamiken sprechen, Stress existiert und über das Bindungssystem und über das Selbstwerterleben manipuliert wird. Also Täter oder Täterin, jemand, der nicht in der Lage ist, eine sichere Bindung zu leben und alte Verletzungen in verschiedenen Intensitäten und Schweregraden ausagiert in einer Beziehung, der macht das unbewusst oder bewusst ganz gezielt über die Bindungsebene, über unser Bindungssystem, was wir schon vorher angesprochen hatten, durch Lovebombing, also Bindungsaktivierung, dann Entzug, was dann die Bindung unterbricht, aber dadurch das Bindungssystem massiv hochfährt. Also es ist ein Spiel von einer Katze mit einem Vogel, der versucht zu fliehen und der aber in den Fängen ist und nicht mehr fliegen kann. Es ist wirklich eine Gefangenschaft, die in einer toxischen Beziehung entstehen kann für denjenigen, der manipuliert wird, weil alles demontiert wird. Auf einer tiefen inneren Ebene über das Bindungssystem wird man hochmanipulierbar, weil es die Urbedürfnisse und auch sehr kindliche Anteile anspricht und man wird auf der Selbstwertebene latent, dauerhaft, manchmal offensichtlich und meist super subtil dauerhaft entwertet. Und diese Mischung führt dann in eine Abhängigkeit, dass irgendwann das gesamte Selbstwerterleben und das gesamte Gefühl von Bindung und Nähe und Geborgenheit beim Täter oder der Täterin gesucht wird. Das ist das von außen oft so verrückt Erscheinende, wo Menschen von außen dann sagen, warum lässt du dir das gefallen? Warum hat sie sich schon nicht längst getrennt? Warum lässt er sich so manipulieren? Also das ist raffiniertes, oft absichtliches, oft unbewusstes Ausagieren von ganz urmenschlichen Ebenen, die hier bespielt werden sozusagen. Und ich glaube, und damit zurück auf den Dampfer, wo ihr gerade wart, ich glaube, dass die tief in uns verwurzelten, tief eingeprägten Folgen von patriarchalen Strukturen, und da muss man sehr kulturspezifisch gucken, sowas ist jetzt, wir sprechen jetzt über einen deutschsprachigen westlichen Kulturraum und man würde in anderen Kulturen, müsste man das anders betrachten. Ich glaube, dass das schon auch ganz gewiss wie so Vorleger sind, über die man rutscht und wo man dann in solchen Kategorien oder in solchen Dynamiken
begünstigt landet. Also wenn man als Mann schon früh im Leben gewisse Bilder vermittelt kriegt, wie man zu sein hat und gleichzeitig aber keinen Zugang bekommt zu einem anderen Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit, als das in den eben kulturell geprägten Bildern enthalten ist, dann ist man auf der Suche. Sowohl als Mann und als auch als Frau ist man auf der Suche nach dem, was sich richtig und gut anfühlt im erwachsenen Zusammenleben. Und da kann viel schiefgehen bei dieser Suche. Auch je nachdem, was wir für Bindungserfahrungen haben, was wir für Rollenbilder vermittelt bekommen haben, familiär. Und das ist so, glaube ich, meine Sicht darauf, dass wir das immer auch mitdenken müssen bei solchen Dynamiken. Was hat jemand gelernt? Wie wurde er sozialisiert? Weil auch das eine Rolle spielt darin, wie zugänglich jemand ist für ein Bild von gesunder und sicherer Bindung. Da haben wir oft nicht nur das mit dem zu tun, was wir in der Praxis berichtet kriegen an toxischer Gewalt, sondern wir haben auch mit dem zu tun, was davor geschehen ist. Ja. So würde ich das sehen. Ja. Und ich glaube auch, wenn in patriarchalischen Strukturen und kapitalistischen Strukturen Frauen doch häufig in der Werbung und überall zu Objekten gemacht werden, dann ist das eine der Quellen, dass das Patriarchat diese Rollenbilder sozusagen den Boden bereitet, dass das als tiefe, unbewusste Verankerung, was ein Mann und was eine Frau ist oder zu sein hat. Das spielt schon auch eine Rolle. Also es ist nicht nur die Bindungserfahrung, sondern es ist eine Gesellschaft, eine äußere Struktur, die auch mitprägt. Ja. Und ein Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, Verena, also wir haben über Gaslighting gesprochen, ne? Und da hast du ja erzählt, dass das aus so einem älteren Film kommt, wo dann auch Nebel entstanden ist. Und das ist dann ja wirklich so, dass die Personen wirklich mit Nebel umgeben sind und nicht mehr klar sehen. Und dann aber auch die Freunde und Familie von außen das auch also diese Situation schon wahrnehmen und sehen, die Person steht im Nebel, aber sie weiß es nicht. Und das ist oft so der schwere Punkt, merke ich auch, wenn bei mir in der Familie oder bei Freunden, wenn ich merke, irgendwie die Beziehung da ist nicht ganz so gesund. Und das aber sozusagen das große Problem ist, glaube ich, wenn man in so einer Beziehung ist, dass man dann nicht mehr klar sieht. Auch das, was du gerade beschrieben hast. Man projiziert dann so Dinge auf den Täter oder fühlt sich da mit gewissen Dingen so verbunden, dass man nicht mehr klar sieht, und dann passieren auch manchmal solche Sachen wie, dass man sich Dinge schönredet und so weiter. Und ich würde gerne jetzt noch am Abschluss noch mal kurz noch mal so ein bisschen ins Praktische kommen. Was kann mir helfen, wenn ich jetzt in so einer Situation bin oder wenn ich mir nicht sicher bin bei meiner Beziehung, was das gerade für eine Dynamik ist? Was kann mir helfen, klarer zu sehen und aus diesem Nebel auszusteigen? Also, wenn man schon befürchtet, dass da ein Nebel ist, also wenn man überhaupt noch mitbekommt, dass die eigene Wahrnehmung sich langsam verdreht und verunsichert wird, dann ist es schon ein sehr gutes Zeichen. Dann hat man eine Chance, in einem frühen Stadium vielleicht noch die Kurve zu kriegen. Und das ist leider nicht typisch. Also meiner Erfahrung nach ist es in der Regel so, dass Menschen das erst nach langer Zeit bemerken, und lang beginnt ungefähr, würde ich auch sagen, bei einem Jahr. Also das ist ja dann schon qualvoll lang, aber es können auch 20 Jahre sein. Und zwar erst dann, wenn Menschen merken, dass sie wirklich gerade dabei sind, kaputt zu gehen. Also wenn der Leidensdruck einfach riesig wird und sie irgendwo merken, das hat was damit zu tun, dass ich in dieser Beziehung gar keine Chance habe, irgendetwas richtig zu machen. Aber da ist schon viel passiert. Also ich glaube, was oft schon vorher passiert, ist, dass das Umfeld dir was sagt. Also das Umfeld sagt dir vielleicht, findest du das, es stellt dir vielleicht auch Fragen, findest du das normal, dass das so passiert? Hast du mal darüber nachgedacht? Also ich glaube, man bekommt, wenn man jetzt nicht isoliert ist, was ja auch der Fall sein kann, dass oft, auch der Täter dann das Opfer isoliert. Ja. Kann schon sein, dass man so Nachfragen bekommt, aber die ignoriert. Ich glaube, könnte so ein erstes Zeichen sein, ohne dass man selber das Gespür hat.
es ist, also, hör auf deine Freunde. Es ist Also einfach wenn auch so man, ein Spruch, ne? Das heißt, ja. es könnte so ein erstes Indiz sein. Also jemand, der vielleicht gerade zuhört und vielleicht manchmal dieses Indiz bekommt, aber es selber nicht spürt, weil das würde erst an einem späteren Zeitpunkt passieren, den du gerade erwähnt hast. Ja. Wenn die Person aber in der Lage ist, das wahrzunehmen und das einfach mal prüfen möchte, ist da denn irgendwie ein bisschen Wahrheit dran, an dem, was mein Freund oder meine Freundin oder meine Familie mir da den Spiegel hinhält, wie kann ich da, vielleicht auch durch eine gewisse Fragestellung, etwas klarer sehen, ob das jetzt wirklich eine toxische Beziehung ist oder nicht? Okay, also ich hoffe, ich verstehe deine Frage richtig. Wenn es Menschen im Umfeld der betroffenen Person gibt, wo die Person weiß, denen liege ich am Herzen, dann sollten die kritischen Hinterfragungen dieser Person unbedingt ernst genommen werden. Also das ist auf jeden Fall vielleicht mal so eine Art Tipp, die man geben kann. Wenn Menschen, die dich gut kennen, dir zurückspiegeln, deine Beziehung, die ist für mich irgendwie alarmierend, dann ist das ein ganz krasses, großes Signal. Genau. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man sich nur wappnen oder retten, wenn man Dinge erkennen kann. Das Kritische daran, Opfer einer Manipulation zu werden, ist ja, dass man manipuliert wird. Also das ist so wie, die Schlange hat schon gebissen. Ja, und man muss jetzt schnell zum Arzt oder man muss halt mit das Gift nach und nach verstoffwechseln oder wie auch immer. Also toxisch ist ja das wirkliche Wort. Es ist eine Vergiftung, die auch voranschreitet. Und deswegen ist Information sehr wichtig. Also, dass wir Informationen auch vermitteln über Manipulationstechniken. Es sind sehr klassische Muster. Also, das ist mir bei all meinen Klientinnen und Klienten aufgefallen, dass ich ziemlich genau wusste, als nächstes wird sie das erzählen. Und dann erzählt sie mir noch, nachdem sie eine gewisse Schamschwelle überwunden hat, dass er das und das auch getan hat. Also ja. was für Muster hast du da erkannt? Ach, die Lutz auch schon genannt hat, also von Honig ums Maul und dann Messer in den Rücken, also Lovebombing und Liebesentzug, bis hin zur Abwertung, die krankhafte Eifersucht, die Einflussnahme in die Privatsphäre, was man anzuziehen hat und was nicht, dass man... Kontrolle über alle Lebensbereiche. Genau, kurz gefasst, Kontrolle über alle Lebensbereiche und das erstmal subtil, dann immer deutlicher, dauerhafte Entwertung, dann oft auch die sexuelle Ebene, dass Dinge gefordert werden, die dann erfüllt werden, weil die betroffene Person, weil man so auf dem Bindungssystem rumgeorgelt bekommt, irgendwann in die unterwürfige Erfüllungsrolle kommt. Also da spielen auch wieder Nervensystemzustände eine große Rolle, wo man dann von Fawn-Response spricht, von in der Not aktivierten Mustern, wo man hochgestresst ist, aber die Bindung aufrechterhalten will, weil die innere Befürchtung ist, wenn ich die Bindung verliere, geht es mir noch schlechter. Und das ist das Ergebnis der toxischen Manipulation. Also eigentlich, darüber könnten wir jetzt noch 2 Stunden reden, über diese ganzen komplexen Dinge. Aber einfach gesagt ist es so, dass die Muster immer so laufen, dass erstmal intensiv Bindung aufgebaut wird, eine Art Abhängigkeit auf einer emotionalen Ebene erzeugt wird und dann der Selbstwert demontiert wird, so dass man von da aus das alles immer wieder reinszenieren kann. Ich bestimme, wie wohl du dich fühlst. Man wird zur Marionette in einer toxischen Beziehung, wenn sie ein intensives Maß hat. Also man bestimmt nicht mehr selbst, man bewegt sich nicht mehr selbst, man entscheidet nicht selbst über seinen Radius an Lebensraum und auch nicht über seine Beziehungen und Freundschaften außerhalb. Und das ist jetzt mal der ganz im Sprint der Abriss über die vielen Stationen, die in solchen Dynamiken passieren können. Und deswegen ist es schwer zu sagen, was kann denn helfen, wenn jemand da vielleicht drinsteckt. Man braucht Orientierung, dadurch, dass man Anker im Leben hat, in Form von anderen Personen, sichere Bindungspersonen, Freunde, vielleicht Familienmitglieder. Und man braucht Informationen. Ich glaube, andernfalls ist man schnell verloren. Da bin ich ganz, mit dem, was du sehr schön ausgeführt hast, ganz d'accord. Und ich glaube, wir Therapeuten, und ich glaube, dass das viele auch können und hoffentlich tun, wir können in dem Bereich nicht wertfrei reagieren, sondern wir müssen den Mut haben, eine moralisch-ethische Wertetabelle aufzustellen. Liebe Frau so und so, lieber Herr so und so, du hast ein Recht auf ein gewaltfreies
leben. Und das ist Gewalt, was und geschieht. was du erlebst, ist gerade Gewalt. Dass der das nicht gleich annehmen kann, es steht auf einem anderen Grund. Sowohl die Freunde als auch die Therapeutin oder der Therapeut wird damit nicht gleich etwas ändern. Aber ich kann bloß, weil derjenige nicht gleich das beenden kann ich ja nicht sagen, naja gut, dann ist es eben so. Nein, es ist nicht so. Ist dir klar, dass du permanent Opfer von Gewalt bist? Und dann könnte ich auch sagen, sag mal, gab es das schon mal in deinem Leben, dass du ausgeliefert warst und dir niemand gesagt hast, dass dir Unrecht geschieht? Und dann kommt die Diskussion, ja, aber eigentlich ist er doch ganz nett, dann kommen die Täter-Opfer-Bindungen und der Nebel und dann muss ich mit demjenigen über Nebel sprechen, positiv. Es gibt in dir einen schützenden Mechanismus, dass das Schlimme, was dir angetan wird, dir du gar nicht so spürst, damit es erträglicher wird. Als Beispiel. Ja. Das wäre sozusagen dieses manipulierte, diese Dissoziation, das Abspalten von Angst, Schmerz, Verzweiflung und Wut. Da braucht es dann viel Geduld, aber das geht nur, indem ich denjenigen moralisch nicht verurteile, aber ganz klar die Fakten beim Namen nenne. Und ich finde, du bist eine Frau, du bist ein Mann, der das Recht hat auf ein respektvolles, gewaltfreies Dasein. Und das sehe ich im Augenblick ganz bedauerlicherweise für dich nicht gegeben. Wie kann ich dich unterstützen, um dich davon zu befreien? Und wenn dann das Gespräch kommt, ich habe aber ganz viel Angst vor dem Verlust, Angst, sozial abhängig zu sein und so weiter. Also der Ausstieg ist nicht so leicht. Der Ausstieg aus toxischen Beziehungen hat auch einen Preis. Und da müssen wir den Menschen Mut machen, ja, das stimmt. Nehmen wir mal an, es besteht eine zusätzliche ökonomische Abhängigkeit. Und Frau, bleiben wir bei dem Klassiker, ist klar, wenn ich da den Schlussstrich ziehe, dann hänge ich in der Stütze, in der sozialen Abhängigkeit. Also die Faktoren sind wirklich ganz vielfältig, aber da müssen wir Therapeuten ohne moralische Bewertung müssen wir ein Wert- und Normsystem zur Verfügung stellen, das für denjenigen eine Orientierung darstellt. Wie siehst du das? Genauso. Und die Leitplanke ist da die Würde, finde ich. Ja, also finde ich auch. Darauf kann man sich auch immer einigen. Und auch, finde ich, bei Menschen, die schon so sehr in der Täter-Opfer-Bindung sind, in einer Traumabindung, dass sie auch ihren Täter oder die Täterin schützen vor klarer Benennung oder vor einer Trennungsempfehlung. Da ist die Würde oft der einzige gemeinsame Nenner, den man finden kann. Weil wenn man Würde schützen will, ganz viele Verhaltensmuster dann nicht mehr rechtfertigen oder tolerieren kann. Und die Zugänglichkeit, die Erreichbarkeit ist schwer, weil durch die Manipulation die Betroffenen auch oft das Gefühl haben, das Gegenüber, der Therapeut oder die Freundin, die hier gerade kritisch draufschaut, die versteht eigentlich gar nicht, wie es wirklich ist, weil die kennen ihn ja nicht wirklich, weil eigentlich ist er oder sie im Kern ja gut. Und das habe ich gesehen am Anfang, in unseren ersten 1,5 guten Jahren oder so. Ja. Das heißt, es braucht eine hochtsame Zuwendung zu dieser Ehrlichkeit, auch weil da viel Beschämung passiert und die Schamabwehr auch eine Rolle spielt, dass man sich auch schwer damit tut, sich einzugestehen, dass man Dinge mit sich machen lässt und dass man Dinge toleriert, die man früher nie toleriert hätte oder wo man bei jemand anderem sagen würde, das ist echt nicht gut. Das ist wirklich sehr komplex und deswegen auch wichtig, ganz achtsam und kleinteilig da drauf zu schauen. Und ich glaube, die Grundlage, das zu können, die haben wir in gewissermaßen auch am Anfang unseres Gespräches angesprochen, dass wir bindungsorientierte Wesen sind, dass wir von Natur aus auch eine natürliche und gesunde Form der Abhängigkeit haben. Also als Kinder existenziell, später im Leben sind wir emotional einfach in einer Angewiesenheit aufeinander, alleine, also nicht umsonst ist Isolationshaft die schwerste Strafe in unserem Justizsystem, dass man isoliert wird, ist einfach eine hohe Strafe, weil der Mensch so sozial und angewiesen ist auf Kontakt und Verbundenheit. Und da wir so auf dieser Ebene so verletzlich sind, sind wir auch da angreifbar und empfänglich für gewisse Formen von Manipulation. Und wenn man das versteht und wenn man das durchdringt und sich darüber ein bisschen informiert, dann entwickelt sich auch, finde ich, oder beobachte ich automatisch ein Werteverständnis und ein Verständnis von Würde, was schützend sein kann.
Ja, und ganz praktisch kann man, wenn man eine gute, vertrauensvolle, respektvolle und behutsame therapeutische Beziehung geschafft hat aufzubauen, dann neige ich dann irgendwann auch dazu, wirklich zu fragen, denkst du, dass du dich schämen musst und Schuld hast? Oder muss derjenige, der das und das mit dir macht, sich eigentlich schämen? Und das ist erstmalig, dass plötzlich das nicht mehr passt. Also wirklich dieser berühmte Ausspruch von Gisèle Pelicot, das muss aber erarbeitet werden, das geht nicht auf Knopfdruck. Die Scham und die Schuld muss die Seite wechseln, um mich davon zu befreien. Solange ich denke, ich bin schuld, solange ich denke, ich muss mich schämen, weil ich das alles habe mit mir machen lassen, ist es schwer, da rauszukommen. Und also ihr habt jetzt ja auch viel darüber gesprochen, über diese Beziehung vom Therapeuten oder Therapeutin zum Patienten, nennt man das, ne? Ich nenne sie Klienten. Klienten, aber, genau. Ja. Wie ist das denn, wenn man jetzt ein Freund ist oder ein Familienmitglied? Weil da hat man ja nicht diese Beziehung wie zum Therapeuten. Da ist es ja schwer dann auch, man soll ja auch nicht der Therapeut sein, man kann nicht der Therapeut sein, man will nicht der Therapeut sein. Ich glaube, das ist auch eine schwierige Position, weil ich kenne das ja selber auch. Man versucht dann vielleicht auch manchmal, man will irgendwie helfen und vielleicht macht man auch auf gewisse Sachen aufmerksam und stellt ein paar Fragen. Und doch ist es schwierig, weil man das Gefühl hat, die Person sieht es überhaupt nicht und ihr könnt es vielleicht viel besser gehen in einer anderen Beziehung und sie ist vielleicht auch so eine liebe Person, weißt du? Ich finde diese Rolle auch sehr schwierig, befinde mich auch in der Rolle manchmal. Aus eurer therapeutischen Sicht, was kann man jetzt als Freund oder Familienmitglied machen, wenn man sieht, eine Freundin oder eine nahestehende Person ist da total verwickelt in eine Dynamik, die ihr nicht gut tut, aber die sieht es überhaupt nicht. Ja. Auf alle Fälle keine Vorwürfe, bist du blöd, merkst du denn nicht, was du da machst, sondern ich mache mir als Angehöriger, als Freund, ich mache mir Sorgen, dass unter dem, was ich mitbekomme, du mehr leidest, als du es im Augenblick wahrnehmen kannst. Das macht mir wirklich Sorgen, Pauline. Ja, das Angebot machen. Könnte es sein, dass du unter dem, was ich mitbekomme, mehr leidest, als du es selbst im Augenblick wahrnehmen kannst. Ich wünschte, dass du da einen guten Weg findest, das nicht mehr aushalten zu müssen. Und wenn du willst, kannst du jederzeit mit mir sprechen, ohne dass du jetzt Therapeut bist. Also den Kontakt aufrechterhalten und nicht vermitteln, du bist so bescheuert, dass du das machst, sondern eher, wenn du so weit bist, dass du merkst, dass dir da was nicht gut tut, dann werde ich als guter Freund für dich da sein. Wir werden zwar keine nächtelangen Gespräche führen, aber ich werde dich unterstützen, dich von so etwas zu befreien, was offensichtlich mit seelischen Verletzungen einhergeht. Ich finde, du hast es nicht verdient, so verletzt zu werden, würde ich sagen, als Freund. Ja, also ich glaube auch dranbleiben im Sinne von sich nicht wegschicken lassen ist wichtig, weil das oft so eine Dynamik ist, wenn der andere merkt, ich sehe da kritisch drauf, dass sich die betroffene Person entzieht, weil sie nicht damit konfrontiert werden möchte, mit dieser Wahrheit oder mit der unbequemen Konfrontation. Und dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll, wenn man Ressource bleibt. Also wenn man gemeinsam Dinge unternimmt, wenn man die Dinge, die man ohnehin immer getan hat, weiterführt und nicht die Veränderung zulässt, die mit Isolation oder Verlorengehen zu tun hat. Und genau, Angebote machen, Fragen stellen, es nicht auf eine Form bewertend, im Sinne von abwertend rüberbringen, aber trotzdem Klartext sprechen. Ich habe ein total schlechtes Gefühl, ich beobachte Veränderungen, ich mache mir Sorgen. Also das ist auch das Bindungssystem adressieren, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig sein kann, dass man versucht, also auch Informationen zugänglich zu machen, dass man auch Referenzen gibt, weil diese Blindheit, das nicht mitbekommen, hat oft wirklich mit fehlender Information zu tun. Und wir kennen die Muster sehr gut aus unserer therapeutischen Arbeit. Man kann das aber auch in Büchern nachlesen, ja, wie sowas läuft. Und es ist sehr wichtig, dass man auch einem Gegenüber mal sagt, es kann sehr wichtig sein, ich sehe hier ganz deutlich Signale von oder Anzeichen von dem und dem, was ich da gelesen habe. Kannst du mir das bitte kurz erklären? Wie fühlt sich das für dich an? Also nicht mit Samthandschuhen aus Angst, dass jemand dann sauer auf einen wird, sondern das ist so ein bisschen wie,
also wenn mir jemand am Herzen liegt und ich ein gewisses Schutzbedürfnis habe, ich möchte verhindern, wenn ich es kann, dass jemand in eine gewaltvolle Falle gerät und dort Schaden erleidet, dann muss ich es auch beim Namen nennen. Ja. Das ist wie, ich rufe nicht dem Kind hinterher, nicht über die Straße rennen, das Auto kommt, bumm, sondern ich bin da. Und ich greife da rein. Ja, das ist jetzt natürlich kein Kind und ich bin nicht die Fürsorgeperson, aber es ist wichtig, dass man sich da auch selbst treu bleibt und dass man echt ist als Gegenüber, glaube ich. Sehr gut. Und ob das Angehörige oder Freunde sind oder eben wir Therapeuten, der Affekt der Auflehnung gegen das Unrecht, was ich sehe, darf nicht stärker sein als der Affekt, den der andere noch gar nicht wahrnehmen kann. Wenn mein Affekt zu stark ist, weil ich sehe, dass er leidet, dann wird das für denjenigen viel zu schwierig. Ich muss das ganz behutsam machen. Ich sehe, dass du möglicherweise noch gar nicht spürst, wie leidvoll das ist, was hier gerade passiert. Wenn ich das mit großer Vehemenz rüberbringe, Dann ist er weg. dann ist er weg. Das heißt also, ich sehe das Unrecht und ich möchte das nicht, dass die gute Freundin, die gute Bekannte da und da leidet, muss ich gut dosieren, ohne den Inhalt unter den Tisch fallen zu lassen. Genau. Ist nicht leicht. Aber es handelt sich ja auch um komplexe Formen der Gewalt und da ist es nicht leicht, es richtig zu machen. Aber auf jeden Fall ist es auf jeden Fall richtiger, etwas zu machen, als nichts zu machen und sich Ja, das passt zurückzuziehen. gut. Ja. Ich möchte noch auf den letzten Punkt eingehen, den du auch gerade nochmal genannt hattest, Verena, das ist der des Werteverständnisses. Und du hast ja auch vorhin, wenn ich mal zurückgehe, bei deiner persönlichen Story hast du ja auch erzählt, dass es dann auch bei dir zum Beispiel auch durch deine erste Beziehung so eine Weile gedauert hat, zu wissen, was will ich eigentlich von einer Beziehung. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein wesentlicher Schlüsselpunkt ist, dass man weiß, was sind meine Werte, was will ich von einer Beziehung, was kann da helfen, mehr Klarheit da reinzubringen, was wünsche ich mir eigentlich, was will ich eigentlich? Was ist mein Wertesystem? Ja, ich glaube, indem man sich tatsächlich hinsetzt und sich diese Frage stellt. Und häufiger und über eine längere Zeit und immer wieder. Und, Was hat dir denn damals geholfen? und auch im Austausch mit anderen. Auch das, ja, wie gesagt, die Auseinandersetzung über viel Selbstreflexion und Selbsterfahrung. Ich habe mich in therapeutischen Kontexten bewegt. Ich habe sehr viel in meinen Ausbildungen gelernt. Das waren für mich die größten Erkenntnisbringer. Und ja, also die aktive Auseinandersetzung damit. Ich habe das nicht nebenbei gefunden, sondern schon in einer aktiven Auseinandersetzung und natürlich auch in der Reflexion der Verletzungen, die ich gefühlt erlitten habe und die auch aufgrund eines Mangels von Substanz in mir entstanden sind. Ja, also das ist immer auch einfach Entwicklung und Prozessarbeit. Und Werte zu finden kann man wirklich gut darüber, indem man sich fragt, wie will ich leben, was sind die Dinge, die mich nähren, was sind die Dinge, die ich ablehne aus einem tiefen inneren Gefühl von, das ist für mich falsch oder das ist für mich intolerabel. Das ist hoch individuell und es gibt aber meistens da auch viel Raum für Konsens. Also man muss nicht den exakt gleichen im Wortlaut übereinstimmenden Wertekodex haben, aber der gemeinsame Nenner muss da sein. Und da sind wir wieder bei Würde, Respekt, Wohlwollen. Und du hattest noch ein anderes Wort vorhin mit drin. Achtung, glaube ich, oder so. Wertschätzung, Achtung, ja, genau. Und ich glaube, zu diesem Werte- und Normsystem, dieser einfache Spruch, den ich immer gerne benutze, ohne jetzt alle neurophysiologischen Prozesse zu erklären, Gewalt macht kalt und krank. Jede Form. Und Gewalt geschieht in Worten, in Bildern, in Vorbildern und in Taten. Und da eine klare Haltung zu haben und sagen, es gibt keine Akzeptanz von Gewalt, obwohl ich sie aus der Welt nicht verbannen kann. Ich glaube, das einem Klienten, einem Menschen, der mir wichtig ist, das nahezubringen, das ist eine Möglichkeit, da selbst eine klare Position Stellung zu beziehen. Was könnte so ein erster praktischer Schritt sein, um in die Selbstreflexion zu kommen? Fällt dir was ein? Ein erster praktischer Schritt. Weil ich glaube, oft ist es ein Problem, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, klar, ich könnte jetzt in Therapie gehen, ich kann irgendwelche Workshops machen oder so, ne? Aber was ist so ein erster praktischer Schritt, der auch nicht so eine große Überwindung braucht, den einfach mal zu machen? Ich glaube, es gibt unzählige, weil Selbstreflexion, also sobald man bewusst
den Blick mal auf sich richtet, ist man ja schon mittendrin in der Selbstreflexion. In dem Moment, wo man sich fragt, sollte ich selbst reflektieren, ist man ja schon weit den Weg gegangen. Vielleicht ist der erste praktische Schritt, sich dafür überhaupt mal einen kleinen Moment Zeit zu nehmen. Also es zu tun, egal wie. Ob man zur Selbstreflexion ein Buch liest, einen Podcast hört, was aufschreibt, mit jemandem spricht, meditiert oder zu seiner Lieblingsmusik tanzt und überlegt und spürt, wie fühle ich mich. Dafür braucht man die Entscheidung, es zu tun. Und das ist, glaube ich, der erste praktische Schritt. Und vielleicht, weil Gedanken sind manchmal Schall und Rauch, vielleicht Tagebuch schreiben. Ja. Und da dann mal reinschauen, was habe ich da eigentlich mir von gedacht? Ach ja, da habe ich ja schon mal drüber nachgedacht und jetzt ist es wieder soweit. Also ganz, was Verena gerade, kann ich nur unterstreichen, ohne das nochmal alles wiederholen zu müssen. Verena und Lutz, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage. Ach je. Oh ja, da war ja was. Ich hoffe, ihr erinnert euch nicht mehr. Nee, Wenn ihr jetzt, und die Frage könnt ihr einmal getrennt beantworten, Ladies first. Ja. Wenn ihr jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken könnt, aus eurem Bauch heraus, den sie alle lesen werden, wenn ihr den jetzt rausschickt, welcher Satz wäre das? Ja, also mit dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund unseres Gesprächs würde ich vielleicht sagen, verletzlich zu sein ist kein Problem, sondern die Verletzung allein zurückzulassen, unversorgt zu lassen, das ist das Problem. Also lass dich nicht zurück. Ja, wende dich dir zu. Es war mehr als ein Satz, aber man kann das auch mit Kommata und Bindestrichen vielleicht ausführen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Menschenrechtskonvention. Und wann immer du das Gefühl hast, dass du entwürdigend behandelt wirst und das nicht beenden kann, dann beende diese Beziehung bitte. Verena und Lutz, wo können die Menschen euch finden? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Es nennt sich Google. Am besten einfach googeln, den Namen eingeben, dann gibt's alles, was von mir in der Welt ist und wie man mich oder wo man mich oder besser meine Arbeit finden kann. Auf meiner Homepage findet man vor allen Dingen die vielen Fortbildungsveranstaltungen und ich bekomme ja auch durch die Podcasts, die du so mit vielen interessanten Gesprächspartnern machst, viele Anschriften und Anfragen. Ich bedauere es sehr, dass ich in meiner Position keine Kapazitäten mehr habe, selbst therapeutisch aktiv zu werden, weil viele fühlen sich von dem, was wir hier miteinander besprechen, angesprochen und dann muss ich einem immer wieder enttäuschend sagen, tut mir leid, ich habe keine zeitlichen Kapazitäten, um als Therapeut dann tätig zu sein, aber vielleicht über mein Institut Hinweise, wo gibt es geeignete Therapeuten, die mit dem und dem Thema umgehen können. Und wenn ihr Lust habt, Verena, Lutz oder mich auch mal zu treffen, da könnt ihr demnächst auf unsere Tourtermine kommen. Und zwar werde ich mit Verena in Düsseldorf sein und mit Lutz in Stuttgart, richtig? Genau, wir werden eine interaktive Live-Podcast-Session machen. Das heißt, wir werden auch über Themen wie diese, über Beziehungsthemen, über Trauma, über auch die Beziehung zu uns selbst sprechen. Und es wird aber so sein, dass auch ihr die Möglichkeit habt, Themen mitzubringen, auf die Bühne zu kommen und das auch vielleicht mal in einen kurzen Austausch zu kommen mit Lutz und Verena, auch nach der Show. Von daher, wenn ihr Lust habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr dabei seid. Verena und Lutz, vielen lieben Dank. Das war für mich ein besonderes Gespräch, auf das ich mich wirklich sehr, sehr lange Zeit gefreut habe. Und danke auch, dass ihr euch persönlich nochmal geöffnet habt und hier nochmal ein paar Dinge darüber erzählt habt. Merci. Danke dir, Leon. Vielen Dank auch Danke, an Lutz. dich und an dich. War sehr schön, zu dritt hier nochmal so ernstes, gutes Gespräch zu führen. Vielen Dank.